Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch. Und wie immer auch ein herzliches Willkommen an alle, die später auf YouTube hier reinschalten. Wie immer findet ihr unten in der Information die Timecodes für was auch immer wir heute anstellen. Oder ihr verwendet die Kapitelauswahl. Einen schönen guten Abend Maricado, der sich freut, dass ihm heute alle GGs allein gehören. Und guten Abend Code Eule, die daraufhin nur eins sagt. GG. So, eigentlich wollte ich Genshin, ja, nicht mehr dienstags, sondern donnerstags streamen, aber diese Woche ist wieder mal eine besondere, wo ich sowieso mich nicht an meine Streamzeiten halte, von daher, was soll's? Hier ist aber einiges freigeschaltet worden. Ei. Vor allem das Poesie-Event müssen wir fertig machen, aber wir haben auch ein Schwerkraftfeld. Das ist neu. Neuordnung der Gestirne. Okay. Und wir können auf neue Charaktere ziehen. Genau, da habe ich ja extra ein bisschen aufgespart. Die Frage ist halt wirklich, der Mann, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, oder Venti. Ich glaube fast, es wird eher Venti werden. Hatte ich ja schon beim letzten Mal angedeutet, weil den 5-Sterne-Charakter gibt es schon von Anfang an und ich habe ihn bisher einfach nicht gezogen. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich würde aber erstmal sagen, dass wir mit dem Poesie-Event weitermachen und dann schauen wir mal. So. Sonst noch was? Ja gut, Legendenaufträge könnten wir vielleicht auch mal machen. Oder hier die ganzen Nebenquests fertig machen. Es sind ja auch nicht genug. Wieso ist hier noch ein Ausrufezeichen? Deswegen. Göttlicher Kurs. Okay. Ziehe ich eh nicht drauf. Wie auch immer. Ich kann mindestens zweimal ziehen. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen Urgestein dazu kriegen. Urgestein, genau. Urgestein. So. Ausflug der Poesie. Es sind auf jeden Fall neue Events freigeschaltet. Ob alle Events freigeschaltet sind, weiß ich nicht. Und es gibt natürlich neue Mini-Quests. Mini-Spiele, so rum. Gut, das sind da. Ja, scheint alles freigeschaltet zu sein. Na dann, Tränen unter Blättern. Zweites Gedicht. Haben wir eigentlich noch Zeit, um es zu machen. Wir müssen es nicht unbedingt heute machen. Aber gucken wir mal, wie lange es braucht. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt, es sich aufzuteilen und noch ein bisschen Nebenmissionen zu machen, ne? So, bis wann muss ich warten? Bis morgen um 8. Richtig? Gucken wir mal. Yeah. Looks like it's about time to head over to the venue again. I'm still curious what Changyun saw the other day. Veranstaltungsort war ja jetzt da hinten. Ich wollte jetzt hier in Mondstadt, aber nee, das war ja jetzt hier genau beim Steintor. Haben sie ja sich aufgebaut. So, nächste Runde. Wow, everyone got here so early. The sun is shining bright today. As soon as that leaf floats past Stonegate, we shall reveal today's poetry theme. The theme of the second day of the neighboring nation's congenial poetry gala is pairing couplets. Reime paaren. Okay, das kriegen wir irgendwie hin. Pairing couplets. Oh, I've heard of that. It's a Liyue art form where you have to create new lines of poetry based on fixed rules. Kind of like a fill-in-the-blanks game, but for poetry. Mhm. GG, gut gereist. Ab hier geht es nur noch bergab mit den GGs. Oh je, das wird ja herrlich. Nutze es aus. Solange Tron nicht hier ist.
Heaven and earth, rain and wind, the endless sky and the boundless land, forest borers and ocean shrimp, lavender melons and matsutake shrooms. Based on a given line of poetry, you must create the second line to form a pair or couplet. As long as you take inspiration from the wide world around you, you'll find it's not so difficult after all. Das Blöde ist, das Event ist irgendwie nicht ganz so geil, weil halt zumindest die deutsche Übersetzung sich nicht wirklich reimt. The two lines should be neatly matched, complementing each other both semantically and rhythmically. In essence, it's just like most other forms of poetry. To buoy your imaginations and allow the winds of inspiration to fill your sails, we've added an additional component, an inspiration walk. Oho. An inspiration walk? By inspiration walk, we simply mean wandering around in the wild, taking in the scenery and pocketing any poetic thoughts. Of course, to all Meine our Taschen sind friends, voll, da brauche ich nicht all of you, losgehen. please be careful while out and about. Wangsheng Funeral Parlor is already fully booked for the month ahead. And if there's any more demand, I'll be the only one with a smile on Und my das wollen face. wir ja nicht. In short, please roam freely as the mood takes you. Enjoy the spectacular Wir scenery beklauen of die the two Natur, beautiful juhu. nations and fill your imaginations with the most pleasing of poetry. We will all reconvene here tonight. Traveler, can you round up Singcho, Chongyun, and the Mondstadt contingent? I have a favor to ask of you. Oh, is it that thing from yesterday? Kein Problem. Thanks. I'm counting on you. So, we hope that each of you can keep an eye out for this while you're out on your inspiration walk. Are you sure this is okay? It was just something I ran into, and now we're imposing my business on everyone else. Oh, please don't say that, Der hatte Mr. irgendwas Chongyun. gesehen, ne? Master Jean ordered us to work with you however we can to improve cooperation. Helping each other out is exactly what we're here for. Besides, investigating any strange occurrences near Mondstadt and making a report to the Knights of Favonius is also part of our job. I don't mind either, because while we're out, I can look for new cocktail ingredients too. Just think of it like an outing with friends. It'll be fun. Es ist nichts Falsches daran, sich helfen zu lassen. The way I see it, you should just humbly accept their willingness to help. All right. In that case, thank you all very much. I will be sure to repay your kindness someday. Now, how about we split into two groups for the day? You mean to cover more ground? Not just that. Don't forget, this is still part of the Poetry Gala. If we all see the same sights and sounds during our inspiration walk, how can we write unique poems? Naja. That's true. But how do we decide who goes in which group? Why don't we draw lots? Yeah! That'll make things even more fun. Drawing lots? But what if I end up with the Liyue crowd, and I can't think of anything to say to them? I've got the slips of paper here. Who wants to go first? Oh, Paimon! Paimon wants to go first. Ich. Okay, so that's the Traveler, Paimon, Diona, and Chongyun in one group, and Singcho, Mika, and Noelle in the other. Na, das ist doch gut. Alles gut für dich, Mika. What a relief. At least I'll have Noelle with me. Then I humbly place myself at your instruction. Oh, I don't think... that won't be... I also await your guidance. Kein Grund, so förmlich zu sein. Take care, everyone. See you all tonight. Did anyone forget to bring anything? If not, then let's get going. Yeah! Are those ears and tail real? So fluffy. So fluffy. All right. Miss Diona, is there some place in particular you would like to go? Just call me Diona. Since we're trying to find that thing you saw, why don't we start with the place you saw it last time? Los geht's. Der Inspirationsausflug beginnt. Yes! Sure. Then, everyone, follow me. Ach, guck mal da. Der alte Liesepeter. Regnet's? Sieht so finster aus. Ich glaube, es regnet. Ja, es regnet. Yeah!
Regen. Toll. So, was gibt's hier zu sehen? Da ist was Leuchtendes. Immerhin. Right over there, next to the water. That's where I saw it. But it was a little foggy at the time, so I didn't get a clear look. The view from here is great, but there's kind of a gloomy atmosphere around here. Is this the kind of place you like to take a walk? Natürlich, ist ganz kuschelig. I wasn't taking a walk. I come here to train. Train? Like how knights train for combat? It's a bit different. As an exorcist of Liyue, my training involves practicing techniques for the exorcism of evil spirits. Exorcism? I've always wanted to demonstrate the power of exorcism, but it's a pity. I've never actually gotten the chance. Changyun is 1 in a million. He has pure yang spirit, so as soon as he gets close, evil spirits run and hide. Ist halt für einen Exorzisten, weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist, ne? Huh? Isn't that a good thing? Ja, eben, eigentlich ist das gut. It's awful. Have you ever heard of an exorcist that's never seen an evil spirit? A lot of people think I'm a fraud because of this condition of mine. Your physical constitution is far rarer than the techniques still passed down by exorcists today. You should treasure it. Conqueror of demons. Is that a friend of yours? Yep, this is Xiao, an adeptus of Liyue. An adeptus? Wow, I've never seen one of those before. Hello, Mr. Adeptus. Just call me Shao. So, are you here to train too? Or are you out for an inspiration walk? When I heard about the exorcist's encounter, my suspicions were roused. That's why I'm here. Ah ja. I've already informed the owner of the inn. If you see anything out of the ordinary, return immediately and leave it to me. I'm really sorry. I didn't mean to drag even the Conqueror of Demons into this. Nun? I have already patrolled the area and found nothing amiss. Either the anomaly you encountered was no evil spirit, or perhaps it already left. I guess that means we came all this way for nothing. If there's no other business, I'll be taking my leave now. Macht mit und nehmt auch an dem Ausflug teil. Yeah, you should come. There's no one else around here anyway, so you don't need to worry. But I would also be honored if you joined us, Adeptus Xiao. It is a rare opportunity, and I have many questions about exorcising evil spirits that I would like to ask you. fine. Seems like this Adeptus is pretty shy. All the Adepti in Liyue are like this. Team Changyun has a new member! Yay! What? When did this become my team? Now that Adeptus Xiao is joining us, if anyone's team leader, it should be... Don't overthink it! Diona, didn't you say you wanted to find some new ingredients? Yeah, I don't get to come to Liyue very often, so I want to gather some new ingredients while I'm here. I've heard that Liyue's Jueyun chilies can set your throat on fire. Is that true? I'm gonna mix them into my drinks and give it a try. Gibt's auf. Irgendwer findet das geil. Uh-huh. Julian chilies. I'm not sure that would taste very good. Really? Perfect! Perfect! Let's go pick a whole bunch of them. What the... Das stimmt nicht mit der Kleinen. Ja, As well genau. as Jueyun chilies, I also need some slime condensate or loach pearls. Are those really fit for human consumption? This is starting to sound like something Shangling would make. Propagate! Huh. Yeah, Diana special! On the rock!
This should be enough. Ist auch mal nett, so eine Truppe einfach zusammengestellt zu kriegen, ne? Komplett. Diona, you seem really committed to, making alcoholic drinks available to people of all tastes. What? No, never! I hate alcohol! When grown-ups drink too much, they get that stupid drunk look on their faces, can't speak clearly, and don't even respond properly. Sometimes, they just sleep on the floor all night. Alcohol is the root of all kinds of evil. So, I'm on a mission to mix the most disgusting drink in the whole world and show everyone just how awful alcohol really is. Nothing can stand in my way. If it means coming out to Liyue every day to pick fresh Jueyun chilies, then so be it. Is it really worth all that effort? Es ist eigentlich so eine bescheuerte Motivation für einen Charakter, oder? Yeah. Because all my previous efforts have failed. Those stinking booze hounds not only haven't woken up to the truth of how bad alcohol is, they even keep praising my drinks. It makes me furious! But how is that possible? If this is the kind of stuff you're throwing into their drinks, it must taste absolutely vile. Are you calling me a liar? Well, if you don't believe me, I'll fix you a drink right now. Then you'll see. Wahrscheinlich hatte ich so eine Art magischen Mixbecher und weiß nur nichts davon. No need. Just you wait. Oh no. Is she really going to add those Jueyun chilies? If her claims are true, perhaps she too possesses a unique constitution of some kind. I don't see how it could have anything to do with her. Unless she's under the influence of some kind of power? Maybe an evil spirit. No. I sense no trace of the demonic in her. Although there are traces of something else. In Liyue, we might say this child has adeptal affinity. Adeptische Affinität. Aha, das heißt? It's ready. Here, I made one for Xiao too. Oh boy. Look at that color. Yep. She definitely added Jueyun chilies. What's wrong? You're not allergic to anything, are you? Don't worry. There isn't even any alcohol in it. It's a slime condensate base with a seasoning of Jueyun chilies and finished with frog legs. Köstlich. Surely there's no way this can possibly taste good. Ihr müsst euch nicht zwingen. Xiao downed it in a single gulp. Oh, great. If the conqueror of demons drank it, it'd be rude of me to refuse. Oh. Changyan drank his too. Is he gonna be okay? This drink is... Delicious! It does have a touch of Jueyun chili, but it isn't at all overpowering. It's completely different from Xiangling's cooking or those drinks Xingqiu makes to mess with me. It's crisp and refreshing, with just a hint of numbness, and the Jueyun chili flavor combines with the smooth but not slimy texture of the frog legs to form a heavenly mixture. Lecker, lecker, lecker. And oh, the slimes. Can we talk about the slimes? Before this, I never knew that they had such a pure and herby taste, like fresh grass after the rain. The power and purity of nature distilled into a cup. Amazing. Okay. That's right. Slimes are absolutely sublime. Oh, I failed again. But wait, what's gotten into Chongyun? He's been so quiet up until now. Alles in Ordnung? I'm great, and I gotta try another. Diona, if you please, one more. Okay. Bist du leicht angetrunken? Okay. I think I've calmed down a bit. I'm sorry. I can't believe I let you all see me like that. It's fine. My fault for not checking your spice tolerance first. Oh, looks like this pure yang spirit isn't such a great thing to have after all.
Da kriegt man ja richtig Lust, Nacktschnecken für einen Smoothie zu suchen. Oh, lass die armen Schnecken in Ruhe. Wow. Actually, before I drank it, I very much doubted what you said about your drinks. Who'd have thought it? Diona and Changyun are actually kind of similar. Xiao? What's wrong? Look over there. You mean the leaf? Something's written on it. Was? What? You can see that from over here? Heben wir es auf und sehen wir es uns erstmal an. Oh yeah, or it'll get swept away. Da ist was auf das Blatt geschrieben. Das sieht man doch sofort. Ah, Moment. Mir kribbelt's in der Nase. Na? Gleich, wenn ich aufgehe, dann muss ich niesen. So. There's a poem written on it. The conqueror of demons has truly amazing vision. Ein Gedicht? In jener Nacht hat der Sternenhimmel so geduftet wie ein Blumengarten und die Sterne waren wie Bienen, die sich in der Nacht an Wein und Träumen labten. In jener Nacht waren wir so unreif wie die Tautropfen, das Mondlicht floss wie seidiger Honig, der an der Quelle unsere Worte versüßte. Doch ich wandte mich ab und verließ dich und die Worte in meinem Herzen blieben unausgesprochen. Seit jener Zeit glitzern die Sterne nicht länger und das Mondlicht ist scharf wie Eis. Tief im Wasser habe ich sie verborgen, aber dennoch sehe ich sie immer vor mir, deine Tränen, wie sie in die Quelle tropften. It sounds like the author is writing about the first time they met their true love. Although the following lines suggest that they didn't end up together. Why write a poem on a fallen leaf? The flowing waters are ruthless. They carry the leaves away with the current. This poem would likely have vanished into the void had we not found it. It makes no sense to me. Gedichte dienen manchmal nur dazu, Gefühle auszudrücken. That's true. I've heard Xingqiu say something similar before. When there's things that you're unable to say, or just never had the chance to say before it was too late, if it can be put on paper, it can be expressed as poetry. Is it kind of like wishing at a fountain? I used to do that sometimes when I was little. So, that means that our mystery poet was probably hoping that someone would read it, right? You think? Then, should we write a poem in reply? But Naja. we don't know who wrote it. How can we reply? Why not go upstream? Upstream? The ink looks fresh. It can't have been written too long ago. This withered leaf floated down with the current. If we travel further upstream and drop a leaf into the same waters, it should be carried down past the original writer. Boah. Aw, this is so romantic. Wenn er nicht schon längst weggegangen ist, ne? Person using poems on fallen leaves. But how do we make sure that they'll receive it? We can write extra copies and drop the leaves in different places. As they say, where there's a will, there's a way. Surely at least one of our leaves will find a path. Naja. Either way, it's our only option. Then let's make like a tree and head upstream. Okay, ihr seid ja Optimisten. Ach Gott, das ist ja meilenweit weg. Okay, wenn ihr euch so sicher seid, dass wir nur dahin gehen müssen. Ah! Du blödes Schwein! Hab ich mich erschrocken! Kommt es einfach da und schubst mich die Klippe runter. Ich glaube, es hackt. Habe ich mich erschrocken. Also lauft ihr an ihm vorbei, um ihm eine Nachricht zu schicken. Ja, ich musste auch erst dreimal drüber nachdenken, was die vorhaben, ne? Ist bereits geschrieben. Die dunkle Nacht kann das Licht der Glühwürmchen nicht verdecken und fließendes Wasser kann hartnäckige Steine nicht wegwaschen. Wenn die Worte fortbestehen, sind auch die Gefühle unverändert, denn solange sie nur felsenfest sind, können auch winzige Dinge der Welt trotzen. Möge das honigsüße Mondlicht euch ein weiteres Mal in seine Arme schließen. Ooh, great! Now give it here, and Paimon will toss it into the water.
Also wollen wir den gar nicht besuchen, wir wollen nur zusehen, dass das Blatt ihn erreicht, oder wie? Danke für euren Rat, ciao. Things you never had the chance to say before it was too late. When silence is the final word, we mourn the loss of things unheard. Warum versucht ihr nicht auch ein Gedicht zu schreiben? I have little talent for, nor knowledge of poetry. The leaf's in the water. Look, it's like a little boat. Merrily, merrily down the stream. Life is but a dream. We should probably pick up the pace. We still have a few more leaves to set afloat, and we need to get back before it gets dark. Okay, let's go! Uh-huh. What's this? You two having a private chat? Nein. No, it's nothing. I just hope this isn't all in vain. Okay, das heißt, wir beballern jetzt einfach den mysteriösen Schreiberling mit ganz, ganz vielen Blättern. Von stromaufwärts und hoffen, dass wir weit genug stromaufwärts sind. The scenery here is quite beautiful. Let's pause here to seek some inspiration. Should we set up camp? Oh, please wait a moment. I'll pitch the tent. It's an inspiration walk. There's no need for all that. Okay. Well, I'll conduct reconnaissance nearby to ensure this area is safe and see if I can't scavenge any firewood or food while I'm at it. Wait, reconnaissance? It means survey the environment and plan our route forward. It's the foundation of all operations while out in the wild. Are all inspiration walks in Mondstadt this complicated? Naja, ich glaube, in Mondstadt gibt es sowas I'm üblicherweise acting like nicht. this is completely normal. Am I the weirdo here? In that case, I'll conduct reconnaissance with Mika. Huh? Crumbs. Now I have to try and make small talk. Should I mention the scenery? The weather? Very well. Then leave the camp to me. So, Singcho, do you, go on inspiration walks often, or I do. I always get bored when I'm cooped up at home, so I head out for a stroll. Life gets busy. You have to steal a moment of leisure when you can. Cool. Oh, over there, firewood. Irgendwo da. Joa. Wir klauen jetzt den Hilch, holen halt einfach. Hier Feuerholz. Providing cover fire. Ring cutter! Leave the wounded to me. So, Precision strike. das war, glaube ich, Heilung, oder? Naja, egal. Wir klauen einfach das Feuerholz. So, und jetzt wieder zurück. Ja, nee, Zutaten. Was denn jetzt noch für Zutaten? With this wood and the food I brought along, we can definitely put together a decent lunch. Sie metzelt sich durch Gegnerflut, zerstückelt jede Höllenbrut, vergoss schon 1000 Tonnen Blut, guckt unschuldig mit Sonnenhut. So. Ihr seid ja kreativ. So. Nee, wie rum? So rum. Gut. Sehr schick. Naja. Ist eigentlich gar nicht mehr so die Sonnenhutzeit, ne? Gestern, letzte Woche, da war noch Sonnenhutzeit. Oh, inzwischen ist ja eisekalt geworden. Ja, eisekalt. Also relativ kalt. You've got quite a knack at wilderness survival. I'll give you that. Thanks. I was on an expedition with the Grandmaster of the Knights of Favonius for a while, not too long ago. I was in charge of surveying and mapping. Oh? You sound like a character from an adventure novel. Charging across the world, sword in hand. Naja. Bogen. Armbrust. What? No, I'm nowhere near as amazing as all that. If I really run into a powerful enemy, I always leave it for someone stronger to deal. You're too modest, Mika.
A hero is measured not by the blood on his sword, but by what's in his heart. As long as a righteous heart that yearns to aid others beats within your chest, no matter where you go or what you have achieved, you may be called a hero. That all sounded pretty profound. Oh, I've never even thought about any of that before. Wenn die bei der Übersetzung die ganzen Reime weglassen, das ist ja nicht auszuhalten. Ja, irgendwie schon, ne? Ich find's voll schade, aber ist halt einfacher dann. Aber ich sag mal so, die englische Übersetzung ist ja auch eine Übersetzung aus dem Chinesischen, also die haben es ja auch hingekriegt. Oder die machen direkt eine englische Basisübersetzung, das könnte natürlich sein. Das weiß ich nicht, wie sie das machen. Hello? Are you okay? Maybe we should return, lest Noelle be forced to wait on us. Oh, sure. Das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Naja, egal. You're back! Did everything go smoothly? Do you need a cloth to wipe the sweat from your brow? No need, thanks. All clear. There's no danger in the vicinity. Wollen die sich da auf ein paar Wochen einrichten, Your oder cooking wie? is amazing. Every single dish is so tasty. Das hatten sie jetzt alles einmal so in der Hosentasche? Truly astounding. I never imagined it was possible to enjoy such a satisfying meal in the great outdoors. Really? Then what do you usually eat when you're out on an inspiration walk? Oh, well, since I usually sneak out from home, I just grab some dried snacks to take with me. Add in whatever fruit I pick along the way, and that's my lunch. By sneaking out, you mean running away from home? That's right. Or sometimes I'll tell a cover story like, I'm going out to take care of business. But if you get caught, won't you get disciplined? So just don't get caught. Huh. Anyway, did anything interesting come up while you were out scouting? Well, Xingqiu and I talked about what it means to be a hero. Now that I think about it, by Xingqiu's definition, you should be considered a hero too, Noelle. Huh? Me? You're always happy to help everyone in the Knights of Favonius. Not only that, but whenever we're out training, you help out the citizens of Mondstadt. Oh, remember that time when a giant boulder was blocking the road? You cut it in two with a single blow. Oh? Sounds like she has both a heroic spirit and incredible martial prowess. Don't. Oh, please don't praise me like that. We should talk about what we came here to do. Finding inspiration. Miss Hu Taos said something about pocketing our poetic thoughts. But so far, all we've done is gather some firewood and cook lunch. I have no idea what to write. You can write about anything. Looking at Cor Lapis, one can't help but wonder if one's own heart is as bright and clear as jade. Observing silk, so bright and beautiful, one pauses to consider whether it ever feels the sadness and sorrow that humans do. So we have to connect our internal world with the external one? Exactly. Ja. But that's just one of many possible methods. Perhaps you might gaze out at the bridge in the distance and see a woman leaning on the railing, looking as if her heart is laden by sorrows that even the rushing waters below cannot wash away. Huh? Wait! I saw her at the gala yesterday. She wrote one of the riddles we answered. Ach, die ist das, ja. Why don't we Ich go erinnere say mich. hi? Hallo. Mich greift jetzt wieder irgendein Schwein hier von hinten an. Hello, ma'am. How fortuitous it is that we meet again. Hello. Are you here on your inspiration walk too? Yes. Allow me to introduce ourselves. I am Xingqiu,
And this is Noelle and Mika. Thank you for accepting our answer to your riddle yesterday. Oh, don't mention it. It's all in good fun. I'm Kelly Rowe. So, Miss Caliroe, are you from Fontaine? That's right. I was traveling in the area and just happened to see there was a poetry event being held at Stone Gate. It looked fun, so I thought I'd drop in. Your riddle yesterday made quite an impression on me. It was uniquely evocative. Have you studied Liyue poetry before? I haven't, actually. I've just picked up a few things here and there from chatting with people throughout my travels. Amazing. So you're a natural poet. We noticed you standing on the bridge from quite some distance away. Are you drawing poetic inspiration from the flowing current beneath? I haven't finished my poem yet. The water here was just so peaceful and calming. I stopped for a moment and lost myself in admiring it. Well, since we're all here, why not head back with us to the venue for tonight's festivities? Huh? Ich denke, ihr habt noch nichts. Are you sure? We can walk and talk. Perhaps the mingling of ideas will give rise to new inspiration. Well, I'd personally like to hear Miss Callie Rowe's couplet. I'm sure I can learn something. Well, if you're all in agreement, I've got no reason not to join you. Woohoo! The first team is back, right? Huh? The others have yet to return? Come on! Okay, da sind sie. We're not too late, are we? Just how far did you all go? Everyone catch your breath. Come on, deep breaths. 1, 2. Now, don't panic. The party hasn't started yet. We made it! Oh, Paimon Wir sind auch vom Fliegen müde. gets tired if she has to fly too fast. Oh, not to mention dropping all those leaves. Paimon's hands are cramping up. Sounds like someone needs to exercise more. Huh? You guys picked up a new teammate while you were out? Ja, ja. Indeed. This is Kelly Rowe. I believe you'll remember her from yesterday. Hi, everyone. Hello, but you're not the only ones who's called in reinforcements. Look who we got! Tschee. Xiao? Where'd he go? Xiao, come on out! Now that we've all regrouped, let's... Scratch that. Looks like we're still waiting on my co-host. Okay. They say roosters crow at first light, and finches go to bed at night. But Director Hu Tao's always on the ball. Anytime, anywhere, she'll answer your call. Das ist so schön, wenn sie die deutsche Übersetzung auch reimen würden. Are the theatrics really necessary? We're already on day 2 of the festival. The opening ceremony is over. But my dear, dear Paimon, it seems you are not yet aware. That was not for my own sake, but for a special guest who's joining us today. Director Gott. Hu's manner is as exuberant as ever. It always makes quite an impression. Oh boy! Now this is a surprise. Ja, eigentlich gehört er dazu. Mr. Zhongli, I hope you are well. Xingqiu, what can you tell me about Mr. Zhongli? He seems like somebody very important. Yes, he's held in very high regard in Liyue Harbor. He's extremely erudite in many different domains of knowledge. Allow me to introduce you all to Zhang Li, a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. His expertise is limitless, stretching from the celestial orbs to the terrestrial ores, spanning modern and ancient culture, delving into literature both prosaic and poetic. He may be my subordinate, but he is certainly a qualified poetry expert, and so we have invited him here tonight to judge the compositions. The director exaggerates. I am but vaguely acquainted with a few lines of classical poetry. Should you consider me to be remiss in my appraisal of your own compositions, please correct me. Yeah, enough with the modesty already. If I didn't know better, I'd say you seemed nervous. Just focus on judging.
Please rest assured that I shall rise. Let me do a quick count. 1, 2, 3, 4. Great! Equal numbers on both sides. Huh? Are you counting me too? Mach mit. Okay, fine. Okay. I consider this a favor. With our Fontaine friend present, perhaps we should rename this event to the Three Nations Congenial Poetry Gala. Also, I'm just noticing that Paimon should only count as a half teammate at most. That kind of puts Team Traveler at a bit of a disadvantage. Wieso denn? Also, wieso zählt Paimon jetzt halb? Well, how about this? I'll join in as well. Director Hu Tao, here to help out in your hour of greatest need. Naturally, the more the merrier. Being the host of the festival shouldn't stop you from having the chance to enjoy it like the rest of us. Then, it's settled. Everyone else in the audience, feel free to join in too and support your favorite team. What about me? Shall I keep track of the score? No need for that. The teams are just a formality. We're all friends here, and this isn't intended to be competitive. But what do you think, Judge Zhongli? Zeit für ein Duell. I concur, Director. Moreover, it would be disingenuous to impose upon our friends from Mondstadt and Fontaine a competition in which they are judged on how rigorously they can adhere to Liyue poetic conventions. Since this is a congenial poetry gala, should we not begin with inspiration and finish with friendly conversation? The aim being for all participants to enjoy themselves. That's a relief. I was so nervous about this, but it sounds like it's gonna be pretty relaxed. Couldn't have asked for a better judge. Zhongli said everything I was supposed to say, only far more eloquently. So, without further ado, I shall pass the baton to Venti. No problem. Friends old and new, put on your thinking caps and take a deep breath of fresh air. The second stage of our poetry gala will now commence. Matching couplets. Perhaps I could break the ice with a humble contribution to inspire others to share their brilliance. Please listen to the first line in the couplet. Lounging in luxury inside a Shinue kiosk booth, delighting in countless contemporary tastes. What? He managed to think of one already? Oh, he seems like a real expert at this. Shinue Kiosk. Should that be paired with Lily Pavilion? Or are they too similar for a couplet? Oh, this is pretty difficult. Shinue Kiosk. Contemporary tastes? I guess I should pair the modernity of their VIP dining experience with an emblem of the past. Ah! Maybe where I was training that one time. That was quite ancient. The weather was terrible that day. Okay, I got something. Surrounded by history, outside a Tianheng Pass pavilion, as lightning sets the boundless tenebrous skies ablaze. Wow! Changyun completed the couplet! Shinue Kiosk is a renowned modern restaurant, while the mountain pass of Tianheng is a prominent historical landmark. These two iconic locations form a complementary pair. Na, wenn du das sagst. Just Cut, hallo, einen schönen Abend dir auch. Hallöchen. The imagery also contrasts rather well between the two halves of the couplet. One half describing a leisurely and comfortable indoor scene. The other portraying a hazardous Hallo, outdoor Tobi, scenario hallöchen. where there is no protection from the elements. Huh? I was just describing what I experienced that day. I guess I just got lucky. All right then. I guess I'll start the next couplet. Mind pines for Mingyun. Flesh confined to Qingse. Spirit striding high on Zhiyun's clouds. Oh, Changyun, you dark horse. Looks like you came to play today. This conjures the image of one with lofty aspirations, whose life is limited to a small town, but who awaits the opportunity to one day ascend above the clouds. The use of various locations for their symbolism is quite novel indeed. Oh! Soul shines like jade stone, dressed in finest silkware. Lucent heart still beats within me now. Wow, how did Noelle do that? A superb line.
It employs the metaphor of precious stone to describe one of noble and moral character, with a pure and clear heart. The symbolism in this case is centered around objects, truly the work of a skilled poet. That was a commendable couplet. All thanks to your guidance while we were out on our inspiration walk. Ja, ist jetzt höchste Kultur angesagt. I'd like to start the next couplet. Up into the misty karst, down among the grassy marsh, all for lotus seed and bird egg soup. Lotus seed and bird egg soup? What is it, Diona? Did you think of a second line for the No. Everyone's poems are so complicated. I need more time just to understand them. But when I heard lotus seed and bird egg soup, it made me think of berry and mint burst. Maybe because I mixed a similar drink recently. Ich hab's. North beyond the Starfell Lake, south across the windswept plains, just for berry squeezed and mint infused. No wonder everyone praises the traveler so highly. You answered so quickly. Ja, ich bin Profi. Both halves of this couplet require intimate knowledge of the terrain in question and the local plants that may be found there. Does this mean I helped? Meowza! Ja, das war eine große Hilfe. Hey now, Zhongli. Don't just praise everything you hear. You should question and press them a bit. Don't worry about upsetting anyone. After all, I'm here to take the heat. Then allow me to try another. Qingxin has no heart. Still, it soothes the human heart. Is she talking about the medicinal effects of Qingxin? This is a hard one to match. Naja. Das Qing von Xixing bedeutet Herz. Xixing ist hat jedoch kein Herz. Ich hab's. Sweet dream is no dream, yet it nurtures people's dreams. Sweet dream. Does that really match? Since the suitability of the match has been queried, I shall act according to the director's wishes and ask you, what is the link between Sweet Dream and Qingxin? Blütentraum ist eine Art Dessert. Oh, you mean eating a delicious dessert before bed will make you sleep well, right? You're amazing! Ja. Eigentlich schlafen wir nachts friedlich, weil Xiao da ist, um alle zu beschützen. Then I agree. The two halves of the couplet match. This point is well deserved. Points for me, points for thee. This judge gives out points for free. But if you ask me, everyone's being a little too conventional so far. Let's push the envelope a little. Go Zu nuts! konventionell? Ich finde das schon sehr hochtrabend hier. Oh? In that case, why don't you finish this one for me, Hu Tao? Round moon in the heavens, full moon at night. Celebrate with circle of friends. Machst du ein Reimduell? Genau. Ja, nee, nicht ganz, ja. Reimpaare irgendwie, Gedichtpaare. Oh, square meals in the basement. Big bowls of rice, decorate with cuboids of meat. Huh? What the? Ah, we have ourselves a pedant's couplet. Ein inkohärentes The Reimpaar. two halves have no thematic connection, yet each word has its perfect parallel, meaning the two halves do form a cohesive whole. The strict pairings make this no easier to achieve than a thematically coherent couplet. Aha, okay. Blah, 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 blah. So verbose. Zhongli, just tell me if I got a point or not. Of course you did. I presumed it went without saying. Ahem. Through Cheongji, I walked 100 miles. At Guili, I ended my march. In Dihua, the silver grass grows in two styles, but horsetails don't trot out the marsh. From vendors, I bought some 15 steaks. At dinner, I sizzled the lot. At pressure, the tenderloin cooks in 2 ticks, but 15 won't fit in the pot.
Ich habe den Part mit einem unkoordinierten Reim nicht mehr verstanden. Ich glaube, unkohärent war das Wort. Also, die sind eigentlich gegensätzlich. Aber das Problem ist halt einfach, weil die deutsche Übersetzung einfach nicht reimt. Und auch dieses Reimschema nicht verwendet. Und das macht's nicht leichter. Huh? So that's a pedant's couplet. Paimon thinks she can do that too. I thought of one. Wolf hooks can't hook Baron Bunny. Aw, that's a cute couplet. Sweet flowers can't outsweet Sister Barbara. Huh? Now, that's the passion we like to see. Although, unfortunately, your response was Ja, das ist offensichtlich, dass da ein Wort gefehlt hat. In that case, whopper flowers can't whop Jumpy Dumpty. Oh, this monster's got talents. I'm so relieved I at least managed to get one. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Wow, Noelle came up with another one. Come on, match the couplet. Paimon knows you can do it. Warum versuchst du es nicht, Paimon? Do you really think Paimon has what it takes? Versuch mal dieses inkohärente Reimpaar fortzusetzen. Fine, Paimon will give it a whirl. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Seething in the pouring rain, sword of pain swipes at my foe, beating up the eye of the storm. Klasse! What? Really? Yes, very good. The image of challenging powerful foes in the harshest of conditions seemed to manifest before my eyes, and it was perfectly juxtaposed against the atmosphere of leisurely reading with a cup of freshly brewed tea. Really? Maybe Paimon has a knack for this after all. It appears that my services as a judge are no longer needed. Die haben einfach Spaß. Paimon's so happy! Paimon managed to match a bunch of couplets at the end. Happy. You did hear them all, right? I Natürlich. really enjoyed myself too. I never knew Liyue's couplet poetry was so much fun. You were amazing today, Noelle. You did so many couplets. Paimon especially liked your one about reading Heart of Clear Springs. Paimon never could have thought of that. Kaliro? Miss Kelly Roy, are you okay? Rory. Kaliro. You look like you're getting tired. Don't worry, I'm fine. Thanks for asking. Although, I do have a question I'd like to ask. Have all of you read Heart of Clear Springs? Nö? I haven't actually read it. My dad told me this story once. It's about a spring fairy and a young boy. Oh, yes. The story of a spring fairy who left her homeland and met a boy under the moonlight in a faraway land. The boy poured out his heart to her, and she listened to his stories. Over time, the boy grew up and began to develop feelings for the spring fairy. But the spring fairy didn't understand human love and was afraid that making a promise to him would ultimately end in tragedy. And so, I don't know if Diona's father mentioned the part about the kiss to her. In the end, the spring fairy left the boy and was never heard from again. Ah, yes, that's it. Many years went by, and the boy became an old man. But he never stopped believing that the fairy was real and not just a dream. Sounds like a tragic tale. So, what do you guys think of the spring fairy and the... I'm sure she made her decision with the best of intentions, but the boy couldn't hope to understand why she left. It's a shame that the misunderstanding never got cleared up. Well, do you think she should go back and see that boy again? If she... Now? But isn't he an old man by the end of the story?
Isn't it a bit late? What if it just led to more regrets? Oh, sorry. No, maybe I'm being too pessimistic. If Paimon was that boy... Actually, Paimon would definitely want to see the Spring Fairy again, no matter how old Paimon got. After all, she's the love of his life, right? I see. Oh? Looks like the party's still going strong over here. Are you coming up with more couplets? Stick to hosting, Tone Deaf Bard. If you get involved, you'll only match every couplet yourself and not leave any for the rest of us. I never knew you had such a high opinion of my abilities, Paimon. But the couplet games are all over now. Tomorrow's theme is freestyle poetry. Freestyle. Do we have to share our own poems with everyone? That's right. If you're not feeling confident, don't worry. It's never too late to register for Ventis Poetry Cram class. I'll sign up. Oh, me too. Hold on there, Buster. Before you start peddling your classes, just how much freedom is there with this freestyle poetry exactly? Aren't there any requirements at all? It's as free as the winds that blow. And there's nothing freer. There are no limits to genre, form, content, or anything else. So long as it comes from the heart, you're welcome to put it into poetry. Give it a try. There's no better chance to express your innermost thoughts. Whoa, that's almost too much freedom. Paimon can't decide which way to go. Our travels, or maybe all the food that the travelers cooked for Paimon. Will you come too, Kelly Roy? Paimon wants to see what you write. Oh, yes. I'll be there. Ugh, my nose is starting to itch again. All right, okay. I shall leave you to privately ponder your poems and bid you all good night. So, das hätten wir schon mal. Warte bis morgen. So, unsere Belohnung haben wir ja mehr oder weniger schon gekriegt. Genau, hier haben wir noch Festlichkeit. Wie viel Festlichkeit müssen wir denn sammeln? Okay, die Waffe haben wir schon bekommen. Wir müssen nur halt... Ja, nee, 1200, also möglichst alles einsammeln, damit wir die Krone kriegen. Wollen wir dazwischen einmal ziehen? Ja, komm. Wir ziehen einmal auf Venti. Oh. Was bekommen? Oho. Nice. Einmal ziehen, einmal auf Venti ziehen. 10 Stück. Also, liebe Leute, Freestyle Poesie, summt die Melodie von Eminems My Name Is. Okay, ich kenne mich nicht aus, aber schön für dich. 10 Gebete. Daumen drücken. Venti. Okay, Thoma noch oben drauf. Nehmen wir. Venti. 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 Perfekt. Endlich habe ich auch Venti im Team. Mensch. Wow. Und noch ein Opferschwert. Nice. Das war mal eine gute Ziehung. Ein Venti, ein Thoma und ein Opferschwert. Das war richtig gut. Nice. Heart be pure. Nice, Evil nice, be erased. nice. Hallöchen, mein Kleiner. So. Wenn es so weitergeht, habe ich den Thoma auch bald vollständig, ohne ihn jemals wirklich verwendet zu haben. So, dann stufen wir dich doch erstmal hoch. So, haben wir denn alle? Ja. Zack. Whoa, what was...
Dafür gibt es nämlich gleich noch eins. Ein Standardgebiet. Das hauen wir auch gleich direkt noch raus. Mind be purged, world be, GG I hoch always 2. forget that Gut last Glück part. gehabt gerade. Hä? Immer noch ein Ausrufezeichen? Ach so, der neue Venti. Ja, nice. So, dann machen wir noch einmal das Standardgebet, was wir gerade gekriegt haben. Aber da wird nicht viel bei rumkommen, denke ich. Aber... Und jetzt kommt was Goldenes. Passt auf. Zack. Nee, schade. Ein Rabenbogen. Aber yay! Venti haben wir schon mal. Die nächste Zehnerziehung kann auf den Mann gehen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. So. Wunderbärchen. Wunderbärchen. So. Wollt vielleicht... Was waren das nochmal für Minispiele? Ja, da gibt es echt viel Urgestein für auch. Schwall der Inspiration. Ach, das war das Kämpfen, ja. Szenische Bildersuche. Ach, das war nett. Da können wir ja mal. Da können wir ja mal. So. Hin. Wie komme ich denn da am besten? Von hier hinten? Nee, eher von hier. So. Na, da. Das war ganz nett. Bisschen puzzeln. Upsa. Da hinten, ich sehe es doch. So, was passt denn hier? Das hier. Das passt sehr gut. So. So, was haben wir in der Mitte? Das Tor. Haha, voll gut. Nächstes. Da hinten, ja. Einmal die Blume platt hauen. So, hier irgendwo. Ah, da. So, Wasser. Was passt denn am ehesten? Das hier, würde ich sagen. So, einmal hier. Ja. Zack. So, dann hier oben. Zack. Und jetzt hier die Brücke am ehesten. Wo setzt die an? Oder hier die Terrassen da hinten. Ah. Und Nummer 3. Da hinten.
So, dann bleibt ja nur noch eins. Ach du Schande. Ja, hier so ein bisschen. Oh, da ist es doch, diese... Nee, da ist die angefressene Ruine. Da. Jetzt. Zack. Sehr gut. Dann hier. Moment. Da. Aha. Und dann müsste ich hier noch... Da. Da. Ha! Tada! Und jetzt kriege ich was. Yep. Und jedes Mal gibt es noch ein bisschen Stein. Und Festlichkeit. Ha! Ballade des unendlichen Blaus. I take my meals cold to quiet the spirit and calm my... Ich muss das einfach direkt verstärken, sonst vergesse ich das. Nee, das war jetzt nicht der Sinn der Sache. Welches hattest du denn jetzt? Das hier, ne? Oder? Müsste. Ist auch spannend, wie unterschiedlich die Bücher aussehen auf den verschiedenen Verfeinerungsgradstufen. Das ist auch im Opferrituale. Das hier auch. So, aber wir machen hier die Ballade. Und zwar... Oh, hat auch den 1,5-fachen Verstärker. Hauen wir doch auch gleich mal rein. Ich wollte eigentlich nur die Verfeinerung machen. Aber wir haben es ja. Ach, guck mal. Das kriegen wir noch. So. Eieieiei. Genug Material da. Nee, weiter verstärken. Nein! Das andere Dings da. Ich habe eh genug von dem Zeug. Schaut besser nicht auf die Mora-Anzeige. Moment mal, Talenteffekt? Verringert die für den Aufstieg von Katalysatoren oder Bögen verbrauchte Menge an Mora um 50%. Ach, nice. Wusste ich gar nicht. Ballern wir ja alles raus. Ich weiß zwar nicht, wem ich das später mal gebe. Ich habe sowieso nicht viele Katalysatoren-Nutzer in meinen Truppen. So, jetzt ist erstmal alle. Gut, die Sachen könnte ich auch noch schmieden, aber ich meine, 60 ist schon mal ganz gut für eine Waffe, die ich eh noch nicht verwende. So. energies. Xingxin infused water with ice is the most effective. Und nü, machen wir weiter. Ach, guck mal, da ist noch gar nicht alles verfügbar. Na gut. Wie ist eigentlich mit der Story? Ist die denn jetzt verfügbar? Ja doch, die war verfügbar, ne? Ja. Also das war hier dieser Pfeilwurf. Das fand ich ja eher unspannend. Ah, guck mal, da gibt es 2 Stufen. Die sind noch beide nicht verfügbar. Die Kämpfe fand ich auch eher unspannend. Das machen wir eigentlich alles nur fürs Urgestein. Dann machen wir jetzt die Story weiter. So, 8 bis 10 Uhr. Und danach können wir mal gucken, ob wir nochmal ziehen.
dann halt auf den anderen. Aber wenn ich den dann noch ziehe, dann habe ich auch wirklich Glück gehabt heute. That was a refreshing sleep. Paimon's really looking forward to hearing everyone's poems. Eine Truhe? Wieso ist da eine Truhe? Und wann habe ich die freigeschaltet? Ich meine, ich nehme sie, aber... Lustig. But welcome. Okay. Spannend. Sehr spannend. Upsa. Huh? Looks like we're a few people short today. Morning, friends. Singcho said he wants to take some time and focus on writing poems, so he'll join us later. Noelle has other duties today, so she asked me to tell everyone not to wait up for her. Okay, well, never mind. What about Kelly Roy, though? She said she'd be here. I got here really early, but I haven't seen her yet. Are you talking about the girl with the blue hair? I saw her on the bridge near Dihua Marsh during my morning training. She looked a little upset, so I didn't want to disturb her. Upset? Oh no, what should we do? Was it something we said last night? Oh, Paimon's worried. Wir sollten sie suchen gehen. I agree. If she's run into some kind of trouble, I'd like to help her. Huh? You're all going? Then I'm coming too. Shall we start with the bridge? We're all here a little early, so there should be time. Good idea. We'll be back in a jiffy. Na dann. Herz der Tiefe. Am Ende stellt sich heraus, sie ist die Fee. Ho, 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 ho. Hatten wir sowas nicht schon mal? Und da hatten wir geschätzt, dass es ein Adept ist? Irgendein Event war da schon mal. Ach Mann, du blödes Schwein! Mann! Falle um! Oh nee. Submit for judgment. Rain outlines your fate. Aua! Let me weave you a bird. Ist doch genau das Teil, was ich brauche, um die Waffe noch weiter auszubauen. Naja. Oh, so this is the place? We ran into her here yesterday, too. She looked like something was weighing on her mind then as well. It's also not far from where we were dropping those leaves. Huh. Leaves? Ah, okay. Oh, right. We were so busy matching couplets we forgot to mention. Interesting. I wonder... Could Miss Callie Roy have been the one who wrote that poem on the leaf? What makes you say that? Oh, sorry. Weil es offensichtlich war. Nothing. Well, nothing concrete. Just a hunch. It's just... That poem on the leaf kinda gave me the same feeling as when I saw her yesterday. Now that you mention it, this is upstream from where we found the poem. Huh? Hey, look! Over there! Another leaf! Wow, you're right! And this one has writing on it too! Ja, das sieht man doch sofort. Springen wir hinterher. Naja, das lief jetzt nicht so gut. Ich sauf doch ab, ehe ich sie erreiche. Ah, nee, doch nicht. Okay. Why does it have to float so quickly? Hallo Ente. Upsala. Mach doch mal Platz hier. Ich
ich sollte vielleicht mal eben kurz raus und hier verschnaufen. Guten Tag. Wo ist es denn jetzt? Can't you just fly over and grab it? But Paimon can't swim. What if Paimon accidentally falls into the water? Ja, wie bist du überhaupt damals im Wasser gelandet? Wo ist es denn jetzt hin? Ja, hier ist noch ein bisschen Lotus. Ich auch nicht mehr so viel von. It stopped. No! We finally caught it. Are the words still legible, or have they been washed out? Looks like the ink's intact. Let Paimon take a look at what it says. Die Gefühle bestehen noch fort, doch die Zeit ist vergangen. Der Junge an der Quelle wird alt und gebrechlich. Erst wenn die Flüsse und Träume zusammen in das gleiche Meer fließen, werden wir uns wieder in einem endlosen Gedicht an den Händen halten. Huh? This is related to the poem we wrote in reply yesterday. She must have picked up one of our leaves. Spring. Young boy. It's looking a lot like Callie Roe was the one who wrote this. She seems to care a lot about that story, huh? Actually, when Paimon first saw her, Paimon was wondering, do you think... Is it possible that she's, Lass uns sie zuerst finden. Based on the current and accounting for wind strength, everyone, please follow me. Wohin denn jetzt? Body and mind. Ach Gott, das ist sehr weit. Wo ist es denn? Da. Ach du Schande. This should be far enough upstream. Let's split up and search the area. Callie Roe! Callie Roe! Callie Roe! Ui, ui, das sieht aber nicht gut aus da vorne. Moment, lass mich noch ein paar Beeren pflücken. Ich komme gleich. She's surrounded by hilly churros. Let's go save her. Swift and merciful. Hey. Unfair. From whence you came. A touch of froth. By royal decree. So. Ah? Wings of darkness. Come, sever night. Witness the power. Wer hat euch denn eingeladen? Rain outlines your fate. Right hand into the fire. Callie Roe, are you okay? What's that? It's a huge water droplet. This is exactly what I saw the other day. Ach, okay. Callie Roe? Huh? Why are you all looking at me like that? Oh no, my body. That voice is definitely Callie Roy's. How did this happen? Please wait a moment. Oh no, did I use up too much energy? How did you... What's going on here? Miss Callie Roe, are you some kind of adeptus? Naja. No, I'm so sorry for deceiving you all for so long. Actually, I'm an Oceanid who flowed here from Fontaine long ago. What's an Oceanid? Ah, the Grandmasters mentioned them before. The Oceanids were the familiars of the former Hydro Archon. They all fled Fontaine after the Archon died and settled across the world. That's correct. Though, to tell you the truth, I can't even completely recall how I found myself here.
I have a vague impression of my ancestral home, but I can't recall clearly anything I saw on my journey. All I know is that by the time I arrived in Mondstadt, I had lost most of my power and couldn't even sustain a physical form. Eventually, I settled in a place called Springvale, where I slowly began to regain my power. Springvale is a serene and beautiful place. The water that flows through there is clear and pure, just like the hearts of the people who dwell there. So you're the Spring Fairy of Springvale? Yes, Diona, and I remember you too, you know. When you were little, you often came to the spring at night to speak with me. Really? You're not messing with me, are you? I always thought that was just a local legend. Your favorite little pillow, the fish one, its name is Bubbles, is it not? Yep! All those childhood memories. So they weren't just a dream. So, if this is true, then all those things written on the leaves. Der Junge an der Quelle wird alt und gebrechlich. I see. So you were the ones who found my leaf. Well, you are correct. The Spring Fairy and Heart of Clear Springs is me. No wonder you were asking us so many questions about it. So, the boy from the story is Finch. I always loved listening to people's dreams, and still do to this day. Whether they're beautiful, sad, or filled with emotions I couldn't understand at the time. One night, a little boy came to the spring. The tears that fell from his face were more fragile than a moonbeam and purer than the morning dew. I like humans and wanted to understand them better. I also wanted to make sense of the feelings contained in his tears that were then a mystery to me. Und so seid ihr Freunde geworden. Yes. We often met under the stars, sharing our stories with one another. Sometimes, we'd stay up all night and see who would hear the first bird chirping from the boughs, or the first cicada of summer. Aw, that sounds lovely. But one day, just like the book says, I saw an emotion in Finch's eyes that I couldn't reciprocate. I felt out of my depth, in uncharted waters. But I knew all too well that we Lockfolk face a very different fate from that of humans. Whatever was happening, I didn't want it to lead to Finch writing a chapter of his life that he would later come to regret. So, I fled, and never appeared before him again. Oh, Caliroe. My strength returns very slowly, and even after decades, I can only sustain a physical form for a very short time. I once hoped that Finch would be able to move on and meet me when the stars in the night sky have all gone out. But after seeing so many people's stories and hearing about all their dreams, I have gradually come to understand Finch's heart. This feeling of wanting to respond to his feelings is surging relentlessly in my chest, and I can no longer restrain it. But I'm also scared. Scared that if I go and see him now, I'll bring nothing but disappointment. And even more pain when it comes time to part. Oh. It really is a difficult choice. Please go see him. Huh? I know Grandpa Finch, and he's a really kind person. When I was struggling to learn how to draw maps, he was always encouraging me, telling me not to give up, always keep trying, and get out there and have some adventures. He often tells me stories about his past, but I've never once seen a look of regret or sadness in his face. And even though Grandpa Finch loves adventures, he still stands there by the spring every day. I believe that he's serious about his feelings for you, Miss Caliroe. He's never stopped hoping that he'll see you again one day. So if you want to see him too, then what are you waiting for? Sehr schön gesagt. Huh? Oh, sorry. I think I got a bit too excited and I just thought... Oh. I understand. That settles it. I will go back and see Finch. You will? Amazing! But I'd
like to ask all of you for some help. Sure. Just say the word. We'll help you any way we can. Would you come to Springvale with me and help to bring Finch to my side? I cannot maintain this form for much longer, and I'm worried others will see me how I was just before. Leave it to me. I'm really close with Grandpa Finch. Also, please keep Finch's in my secret. I wouldn't want Springvale's tranquil waters to become agitated on account of all this. Sei unbesorgt. Your secret is safe with me. I won't tell anyone. That's a promise. Great. I can't thank you all enough. What's wrong? Are you gonna turn back into a water droplet? No, I'm sorry. It's just that my mind's racing. As much as I want to talk to him again, I'm still worried that I won't have the words when the time comes. Schreib ihm ein Gedicht. A poem? Sag ihm auf diese Weise, was du tief in deinem Herzen verbirgst. Okay, good idea. I'll write him a poem, and it will be called Heart of Clear Springs. Och nö. You're toast! Nice and spicy. Submit for judgment. So. Achso, ich hab schon zerhämmert. So. Okay, dann wohin? Da. Klar, Quellingen. Okay. Na komm, Fischi, Fischi. Haha. Einen erwischt. Are you okay? It's nothing. I'm just scared that I won't be able to maintain this form much longer. Okay, don't panic. Wait here, Caliroe. I'll go fetch Grandpa Finch. Take it slow, Diona. Finch isn't a young man anymore. He's not as steady on his feet. I can still hold on a bit longer. Du hättest ja auch einfach deine normale Form nehmen können und dich einfach später zurückverwandeln. Okay. Dann hättest du mehr Energie. You can do it. Naja, okay. Wie auch immer. So, welche Richtung? Diese Richtung. Hier kommt doch garantiert... Na? Nee? Okay. Hab nichts gesagt. Nichts kommt hier. So. Eine Vanilluka wollte ich sagen. Grandpa Finch! Is that Diona? You're back early today. Today's your special day, Grandpa Finch. Can you come with me? Oh? Well, where are we going? Over there, to the waterfall. Did you catch a nice little fishy? Just come with me already. This is extremely important. But I promised your father that I'd go to... Beweg dich! Grandpa Finch! All right. All right. No need to get worked up. I'm right behind you. That's more like it. Now come on, I'll help you. Draft's daughter is just like him when she's on a mission. Over here! Over here! It's okay, Grandpa Finch. Take your time. What's all this? What are all these people doing here? Even Mika's here? How's work been going lately? Hopp, hopp, genau. And even some friends from abroad, if I'm not mistaken. You do know that today's not my birthday, don't you? Greetings, Mr. Finch.
My name is Chong Yoon. We all met at the poetry gala and, well, there's someone we'd like to introduce you to. War ja klar, er läuft so langsam, wie er spricht. Finch. That voice. Kelly Rowe. I didn't think you'd still remember. Oh, I remember. I remember all right. How could I ever forget? Although your appearance is different than I recall. Back then, you looked like you'd stepped right out of a fairy tale. But I'm one to talk. Of course, a fairy from a fairy tale can change forms. But in your eyes, I'm probably the one who's changed beyond all recognition. Oh, even after all these years, you still know just what to say to make me laugh. I thought you were only able to appear in the dead of night. There have been times when I've wondered whether it really was all a dream. I'm sorry I kept you waiting for so long, Finch. Oh, it can't have been that long. It's been but the blink of an eye, really. Ja. Finch, Klar. would you like to hear a poem I wrote for you? A poem? You write poetry now? Well, of course. I'd be delighted to listen. In that case, let me read you a story about the spring fairy. Far from my native land I roamed. In streams I slept, many seasons I met as the sun set and rose. I searched for a garden to call a home, and the moonlight ebbed as the water flowed. A soft breeze beckoned me unto a spring. Sleep, weary wanderer, your journey is over. May the dancing petals sweeten your slumber. At dawn, I hummed the melody of a distant stream, and the songs in the night serenaded my dreams. A boy's tender tears trembled through the water, stirring me more than any starlight sonata. He wove me a wreath from past petals and future buds. I crossed beyond the veil of dreams to the realm of flesh and blood. Look at the love that shines from his eager gaze. Answer the call of his heart, lest this moment go to waste. The kittens and fireflies invited my heartstrings to sing, but I was a stranger to the melody of mankind, and knew not how this tune should begin. As the river of dreams trickled into the ocean blue, every time a crystal fly flapped its wings, older it seemed he grew. But I learned to fathom human ways each stumbling step I took, and clouds of confusion became crystal clear in the vulnerable verse I wrote. As seed yearns for soil and trees for the sun, a once foreign melody inside my heart sung, and it cried out your name on every string it could strum. Now I give my dream to you. May it be in your slumber a sweet spring to quench your thirst. Now, I hand my heart to you, praying my belated promise might meet, still with your trust. Yes. This is how I remember you from when we first met. Ah, okay. All those years ago. Also er hat sie in der Okeaniden-Form getroffen, okay. Old time, hasn't it? Finch, It's okay. I understand. Your poem,
It explains everything. Thank you, Finch. Please, take this. It's so beautiful. This is a droplet of water condensed from my own power. Finch, I don't have a physical form like humans, and I can't stay by your side. I don't know how long it'll be before I can change back into human form again. But as long as this droplet remains with you, our hearts will always be connected. No matter the distance between us, I will always be one with the spring. From this day onwards, if you call me, I will meet you in your dreams. Wie das wahre Herz der Quelle. It's so Romantic. Psst. You've really learned a lot, haven't you? And you don't even mind that the kids are watching. Wen nennst du ihr Kind? How could it possibly? This is the happiest moment of my life. I just worry that once I go to sleep, I won't ever want to wake up again. Huh? Don't say that. I'm only joking. It seems that you still have much to learn. Is that right? Grandpa Finch and Kelly-Roe look so happy. Oh, what a perfect moment. Perfect moment. Diona, thank you for fetching Finch for me. I've never forgotten you either. I used to chat with you a lot. Wasn't it ever annoying? Of course not. You are one of the truest friends I have in the entire world. That's why I gave you your gift. So that a part of me could always be with you. Was, das Getränkemixen? Huh? Nicht im Ernst. Wait. So is Diona's ability to mix delicious drinks from disgusting ingredients a blessing from this water spirit? And if so, is it also possible that my pure yang spirit is a gift from some being? My physical form is about to disappear. Finch. Yes? I've never regretted meeting you or deciding to talk to you that night. Not once. All these long years. Not for a single moment. It probably goes without saying, but neither have I. Although it was different from in the stories. That fateful night, I never gave you that kiss. This gift that represents my promise and my love. I give it to you now. Paimon schließt die Augen oder Diona schließt die Augen. Wieso? Ist ganz was Schmutziges, ganz was Böses, so ein Kuss. Paimon, schließ die Augen. Ja gut, das It's vielleicht. Okay, everyone. She's gone now. What? But Paimon didn't get a chance to say goodbye. Grandpa Finch. Don't worry now. She hasn't gone far. Just like she said, she'll always be one with the spring. By our side and in our dreams. Geh zum Veranstaltungsort zurück. Okay, Moment. Was gibt's hier eigentlich für Holz? Na. Zedernholz. Naja. Veranstaltungsort. Da. Oh? Hey, you're all back! And
it looks like you're in much better spirits than before. Hu Tao's a step ahead. She's already talking about printing a poetry anthology. Was? She said she can't wait for everyone's final words because I'm itching to pull the trigger. By which I assume she meant she eagerly anticipates receiving everyone's freestyle poetry submissions to help her close the deal. Schnief. Oh. Okay, wir hatten alle keine Zeit, was zu schreiben, Where oder? have you all been? I've been waiting here forever. Perhaps they lacked sufficient inspiration and wished to have an emergency communion with nature. And with any luck, I'll bet they heard some fine poetry along Ja, the way. doch, ja gut. Ein schönes Gedicht haben wir gehört, ja. How deaf bored! Does this mean that right from the start you... Wir haben versprochen. Oh, right from the start, you said you would treat us to a nice meal. Huh? Did I? Ich denke, wir haben ein gutes Essen verdient. Very well. Since the traveler agrees, then it looks like I can't escape this time. Wieso aufschreiben? Freestyle? Ja, natürlich. Kein Problem. Aus dem Stegreif. Diona, dear Diona, could I trouble you to fix us a couple of your delicious beverages? You wish. All right. Well, normally I'd never agree, but since I happen to be in a good mood today... Huh? So, just what have you guys been up to all this time? Why does it feel like there are some unspoken words hanging in the air here that everyone is privy to but myself? Really? Must be the breeze. You're reading way too much into it. Ach so. Yeah, that's right. We're just, taking a walk. So even Mika's in on it? Chongyun, how about you tell me what happened on the sly? I've just remembered that I heard about a haunted house recently that you'll definitely want to check out. Ooh. I'm willing to bet that even your pure yang spirit won't be able to scare off these demons. I appreciate the gesture, but no thanks. Not this time. Was? Wie? And I'm starting to think that maybe this pure yang spirit isn't such a bad thing after all. Huh? What the? What's gotten into you? Okay, that confirms it. I call shenanigans. Something big definitely went down here. Okay, wir merken uns, Diona kann so gute Cocktails mischen, weil sie den Segen einer Fee erhalten hat. Was für sie vielleicht gar nicht so ein Segen ist. Naja. So, das war's jetzt. Na denn. Was machen wir noch? Oh, wir haben noch gut Zeit, ne? Also erstmal würde ich vielleicht nochmal ziehen. Ziehen wir nochmal 10. Und zwar auf dem Ryos den ich nie verwenden werde, weil dann muss ich ja den Namen aussprechen. Den Willi. Ich nenne dich jetzt Willi. Punkt. 10 Gebete bitte. Einmal Daumen drücken. Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass es klappt, aber hey. Ja. 2 von 3 Charakteren kann ich auch noch brauchen von den 4 Sternen. Von daher. 1, 2, 3 Daumen drücken und los. Oh, nur pink. Okay. Noch einen Thoma vielleicht drauf, den ich eh nicht verwende. Oder eine gute Waffe. Eine Dori, auch gut. Habe ich auch noch nicht komplett. Glaube ich. Ich glaube, hatte ich schon recht viele Doris. Bin mir gerade nicht sicher. Ah, wäre auch zu viel des Guten gewesen, wenn es jetzt wieder so eine krasse Ziehung gewesen wäre. Aber eine Dori ist auch gut. Ups. So, Dori. Nö, gar nicht mal. Ich dachte, ich hätte schon 1, 2 gehabt. Aber nee. Na dann. Alles noch weniger tragisch. So, Saisonaufträge. Führe insgesamt 50 Gebete durch. Ja, das haben wir hingekriegt anscheinend. Zack. Und noch ein Standardgebet. Das hauen wir doch direkt auch raus. Zack. Und weg damit. Ach, schade. Nur Standard. So, aber theoretisch können wir noch mal 10 ziehen, ne?
Jetzt die Frage, ob ich das rausballer. Ich weiß gar nicht. Gibt es schon für den nächsten... I Für die take my nächste meals cold to Version? quiet the spirit Die and ersten calm my Leaks? vital energies. Das ist jetzt 4.1, Shin ne? infused water with ice is the most effective. Mal schauen, ob schon was über die nächsten Banner bekannt ist. Furina könnte dabei sein. Und Ayato. Oder ist das schon ein Fakt? Ich weiß es gar nicht. Nee, nur Rumors. Also Furina könnte dabei sein. Also der Wasser-Arkon, der meines Erachtens nicht der Wasser-Arkon ist. Nee, ich würde sagen, wir ziehen nochmal 10. Obwohl jetzt gar nicht unbedingt Characters noch bei sind, die ich wirklich unbedingt brauche hier. Heart be pure. Evil be erased. Was stellen wir jetzt noch Mind an? be pure. Wir haben ja noch hier... Ach, wir haben noch so viel. Die unvollendete Komödie, was ist das eigentlich? Spiel der Reichen. Aber es ist sowieso blockiert durch irgendwas. Ach du meine Güte. Ich würde vielleicht das hier fertig machen. Also fertig, ich weiß nicht, ob wir es heute fertig schaffen, aber ich meine, diese Höhle bricht schon seit mehreren Wochen zusammen und wir haben einfach nichts dagegen getan. Also vielleicht machen wir einfach mal hier weiter. So, wir waren ja irgendwie dabei, dass da wirklich alles irgendwie zusammengebrochen ist. Und wir diesen Roboterhund noch bei uns hatten, der irgendwem gehört, von dem wir nicht wissen, wem. Aber egal, wir gucken mal. Ich kriege die Story kaum noch zusammen. Wir haben diese eine Malerin quasi da gehabt. Genau, irgendwie sowas. Mist. Gucken wir mal. Auf jeden Fall ist hier alles zusammengebrochen und alles böse und hast du nicht gesehen. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Zu dem sehr warmen Ort? Warte, was ist los? Warum kommen wir nicht durch? Seltsam, unser Weg scheint durch etwas versperrt zu sein. Genau, die Mamere. Hey, was sollen wir denn tun? Wir könnten mit Simo die Wand durchbrechen, die Strömung dort drüben. Wir können mit Simo die Wand durchbrechen. Entschuldigung, Frau Matsu, das übersteigt meine Fähigkeiten. Die Felswand ist zu dick. Mein derzeitiges Energieniveau erlaubt es mir nicht, einen Tunnel zu graben. Von dort drüben schwimmen. Vaters Blut ist schon... Blut? Geht es dir gut, Mamere? Welches Blut? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Lass uns von dort aus schwimmen. Von wo aus? Tritt das Wasser? Okay. Was ist das? Ach so. Was? Was erzählt der Hund da? Ach Gottchen, wo geht's denn jetzt hin? Okay. Noch eine Okeanide. Nee, gar nicht. Was geht jetzt? Okay. Ich glaube, das ist nicht gut. Boah, was ist denn mit diesem riesigen, seltsamen Stein auf einmal geschehen?
Und diese Farbe, sieht sie nicht im Grunde wie ein Herz aus? Richtig, das ist die ursprüngliche Form des Herzens. Moment, diese Stimme. Du bist Jakob. Was hast du getan? Ich sammle nur Farben, wie du sehen kannst, Fräulein Mamea. Farben, was für eine interessante Art, diesen Dreck zu beschreiben. Kaum zu glauben, dass es tatsächlich jemanden gibt, der ihn auf die Leinwand bringen würde. Was? Was aber noch überraschender ist, dass ihr diesen Ort tatsächlich gefunden habt. Ich dachte, ich hätte alle Zugänge blockiert. Habe ich doch etwas übersehen? Denn im Aussehen nach zu urteilen, bist du vom Orden des Abgrunds, nicht wahr? Ihr Gesindel seid immer da, wo es Unruhe gibt. Orden des Abgrunds? Ich wäre dir dankbar, wenn du mich nicht mit diesem Haufen an einfältigen Ignoranten vergleichen würdest. Sie unterscheiden sich nicht im geringsten von diesen Unterdrückern. Letztendlich streben sie alle nach einer Macht, einem Werkzeug, das nur eine Minderheit zur Verfügung steht. Wir hingegen streben nach wahrer Gleichheit, nach der Befreiung des Willens. Wie mein Freund sagte, Menschen ergeben sich den Göttern oder dem Tod einzig durch die Ohnmacht ihres schwachen Willens. So ein Unsinn. Wenn du kein Mitglied des Ordens des Abgrunds bist, wie konntest du dann diese Magie verwenden? Tja, es handelt sich um die Umkehrung der Kristallisation, bei der ich lediglich die Kraft des Abgrunds genutzt habe. Schließlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass sein Herz nach nur wenigen 100 Jahren so verkümmern würde. Um genug Blut zu bekommen, muss das Herz zuerst wieder schlagen. Genug Blut? Richtig. Das klingt für dich nicht nach einer besonders eleganten Methode, oder? Ich habe allerdings keine andere Wahl. Zuerst dachte auch ich, dass ich mit friedlichen Mitteln genug geronnenes Blut von Mamea erhalten könnte. Natürlich ohne dabei die Aufmerksamkeit der Schattenjäger auf mich zu ziehen. Leider ist dieser Plan nach hinten losgegangen. Zu schade. Warte, aber wolltest du nicht diese Farben haben? Wozu faselst du dann was von geronnenem Blut? Erkläre dich. Das ist sogar noch interessanter, als ich es mir vorgestellt hatte. Ihr habt also überhaupt keine Ahnung, was die wahre Essenz dieser Farben ist, was? Dann seid ihr euch wohl auch nicht der Macht bewusst, die sie besitzen, oder? Ah, ich verstehe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch so in Gesprächslaune bin. Was ich nicht verstehe, ist, warum ihr euch beim Meer eingeschmeichelt habt, wenn ihr den Wert dieser Farben doch nicht kennt. Ha, wirf uns nicht mit verachtenswerten Typen wie dir in einen Topf. Außerdem hast du doch diese Monster herbeibeschworen, nicht wahr? Warum hast du das getan? Warum musst du die Melusinen angreifen? Sie angreifen? Ich habe keine Zeit für diese sinnlosen Belange. Theoretisch habe ich die magischen Formationen in den Ruinen aktiviert, um die Kristallisation umzukehren, was tatsächlich vorübergehend den Weg in das Reich der Monster geöffnet hat. Vermutlich wurden die Monster, von denen ihr sprecht, davon angezogen. Genauso wie Fliegen, die sich auf verrottendes Fleisch auf der Straße stürzen. Was die Melusinen betrifft, über so etwas Belangloses verlieren wir lieber keine Worte mehr. Du! Nun, Matzo, so verzerrt mich doch meine Neugier. Jetzt, da du den Anblick hier gesehen hast, was hältst du von ihm? Richte deinen Blick auf deine Füße. Blut, das wie ein Fluss über die Erde fließt und sie mit seinem unreinen Öl düngt. Und wenn ich dir sagen würde, dass eines Tages eine noch größere Katastrophe als diese eintreten wird, wie würdest du reagieren? Ja, genau, Fragezeichen ist die beste Reaktion. Wovon redest du? Welches Blut und welches Öl? Dieser Ort ist doch nur ein wenig rot geworden, oder nicht? Negativ. Das Blut ist bereits über deine Knöchel gestiegen, Fräulein Matsu. Der Verschmutzungsindex liegt jetzt über dem 10-fachen der Belastungsgrenze des menschlichen Körpers. Aus Sicherheitsgründen empfehle ich euch, diesen Ort schnellstmöglich zu verlassen. Nebenwirkungen sind Allergien, Verwirrungen, Degeneration der weißen Substanz im Gehirn, Beeinträchtigung der kognitiven Funktion und... Verstehe, die Verschmutzung ist bereits so weit fortgeschritten. Das ist wirklich traurig, aber seid unbesorgt, ich werde euch befreien. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der von der Weltformel vorausgesagte Tag wird bald kommen. Okay, Kampf? Kampf. Swift and merciful. Let me weave you a verse. Huh? Odds reveal by... Spirit Blade. Attack! Oh, Kampf. Wie interessant. Und ich dachte, ihr hättet es durch reines Glück hierher geschafft. Aber anscheinend steckt mehr dahinter. Nur aus Neugierde, Matsu, würdest du so freundlich sein und mir sagen, wer genau du bist? Das geht dich nichts an. Du willst es mir also nicht verraten? Macht nichts. Ich war ja nur ein wenig neugierig. Wie auch immer, ich kann ja nicht länger meine Zeit vergeuden. Der bestimmte Tag rückt näher und dieses Blut sollte ausreichen. Jede weitere Verzögerung könnte unerwünschte Aufmerksamkeit erregen. Lauf nicht weg. Was soll das mit dem bestimmten Tag? Wovon redest du? Zerbrecht euch darüber nicht den Kopf. Schließlich hat dieser Tag nichts mit euch zu tun. Und jetzt? Matsu, Vorsicht! Was ist... Was ist das, du Elender? Was hast du mit Matsu gemacht?
Ich würde dieses Wort nicht verwenden. Das alles hat nichts mit Moral zu tun, sondern ist lediglich eine pragmatische Strategie. Du bist in der Tat sehr stark, Matsu, aber das gilt nicht zwingend für die anderen. Ah, woher sind dieses Mal diese Monster aufgetaucht? Entschuldigung, Jakob Ingold. Ich fürchte, ich kann das nicht zulassen. Fräulein Mamer, Fräulein Paimon, bitte stellt euch hinter mich. Es ist meine Pflicht, euch zu verteidigen. Alle Versuche, euch zu schaden, werden nicht gelingen. Du willst mich aufhalten? Welche Arroganz du an den Tag legst, du seelenloses Stück Metall. Damals konntest du Mary Ann nicht schützen und diese Hilflosigkeit wirst du auch heute wieder erleben. Mary Ann? Selbst wenn ihr den Kampf überlebt, wird die riesige Bestie, die wieder auferstehen wird, euch alle zerschmettern und verschlingen. Nun denn, gehabt euch wohl. Okay, Mary Ann, hatten wir ja schon mal. Ah, diese Monster kommen auf uns zu. Ich darf nichts. Okay. Ich kann nichts machen. Ich stehe hier halt. Aha! Tada! Midnight Phantasmagoria! Ach, der da. Rain outlines your fate. Witness the... Na also. Puh, endlich sind wir in Sicherheit. Aber was war das für ein rundes Ding? Paimon hat das Gefühl, dass es uns irgendwie geholfen hat. Mamer, geht es dir gut? Ja, Vater. Hä? Hä? Hier? Paimon dachte, du redest gerade mit uns. Wieder diese Stimme. Ich verstehe. Da es dein Wille ist, werde ich es tun, Vater. Matsu, könntet ihr bitte eine Pose einnehmen? Ich fange gleich mit dem Zeichnen an. Warte, Paimon ist noch nicht bereit. Welche Pose soll Paimon einnehmen? Nein, halt, warum machen wir das eigentlich alles hier und jetzt? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Vielleicht kann mir Seymour weiterhelfen. Logikmodul aktiviert. Suche nach logischen Gründen, um Fräulein Mamers Anforderungen zu erklären. Ergebnis: unzureichende Daten. Kann nicht antworten. Mein Logikmodul hat festgestellt, dass eine solche Entscheidung unlogisch ist, Fräulein Mamer. Also wirklich, Seymour. Wozu bist du nun gut? Nein, warte, Mamer, warum gibst du das Problem an Seymour weiter? Mein hauptsächliches Entwicklungsziel ist, Datendefragmentierung ist in Arbeit. Hey, Seymour, alles gut bei dir? Er scheint sich aufgehängt zu haben. Tut mir leid, Paimon, es bleibt keine Zeit für Erklärung, sonst ist es zu spät. Dann haben wir wohl keine andere Wahl. Paimon hat zwar kein gutes Gefühl bei der Sache, aber Paimon vertraut dir. Ich vertraue dir auch mal mehr. Du wirst uns nichts Böses antun. Aber Paimon weiß immer noch nicht, wie Paimon posieren soll. Matsu, hast du eine Idee? Eine alles in meiner Hand Pose machen? Eine ihr alle versammelt euch Pose machen? Eine selbstbewusste Pose machen? Machen wir eine selbstbewusste Pose. Ja, das ist die Art von Selbstvertrauen, die man in einer Situation wie dieser haben sollte. Und, wie findest du das? Reicht es, wenn wir so bleiben? Ja, das sieht toll aus. Dann überlasst den Rest ruhig mir. Als wolle sie sich selbst Mut machen, atmet Mamer tief ein und wedelt leicht mit dem kurzen Schwanz in der Luft. Dann beginnt sie wortlos zu zeichnen. Während des gesamten Vorgangs, bei dem sie euch immer wieder einen Blick zuwirft, behält sie eine ernste Miene bei, fast so, als wäre sie in eine tiefe Heiligkeit eingetaucht. Kurze Zeit später ist Mamer mit ihrer Zeichnung fertig. Ich bin fertig. Ah, so schnell. Komm, Matsu, lass uns gemeinsam ansehen, das ist... Schön, dich kennenzulernen. Okay. Ach Gott, wie ging denn das jetzt? Moment. Gleich. So ging das, ne? Ja, okay. Ne, nicht ganz. Jetzt. Ah. Jetzt müsste ich doch alle entfernt haben, oder sind noch welche da? Da. Voll daneben. Auch voll daneben. Jetzt aber. Haha!
Gott, oh Gott, was kommt jetzt? Vor allem, wo sind wir denn jetzt auf der Map? Wahrscheinlich gar nicht auf der Map. Nee, den Ort gibt's nicht wirklich, glaube ich. Obwohl, warte. Nee. Ah, endlich bist du gekommen. Ich wollte dich schon immer mal treffen und mit dir reden, Matsu. Du kennst mich? Ja, ich habe dich all die Zeit beobachtet. Oder sollte ich eher sagen, dich gespürt? Ich habe deine Anwesenheit gespürt, seit dieses kunstbegeisterte Kind dich in meinem Körper gebracht hat. Es war, als ob ein warmes Licht durch meine Organe und Adern floss. Elinas. Ja, das ist mein Name. Schön, nicht wahr? Ich liebe ihn. Warum bist du in der Gestalt einer Melusine erschienen? Warum nun? Ich finde diese Gestalt sehr schön. Findest du das nicht auch, Matsu? Ich liebe sie sehr, denn sie sind allesamt meine lieben Kinder. Hier kann ich selbst entscheiden, wie ich aussehe. Also habe ich natürlich das Aussehen gewählt, das ich am meisten mag. Die Melusinen sind deine Kinder? Genau so ist es. Dies geschah vor langer Zeit, als ich zum ersten Mal erlebte, was der Tod ist. Viele, viele Menschen, ein Geist des Urwassers und viele Metalltiere ebneten sich ihren Weg in meinen Körper. Ich dachte, dass sie, wie die beiden anderen Menschen, hier sind, um zu forschen und mein Blut zu sammeln. Eigentlich war ich einfach nur froh, Menschen hier zu haben, aber am Ende haben sie sich entschieden, sich gegenseitig zu bekämpfen. Aber natürlich war ich zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Ich war zu schwach, um etwas anderes zu tun, als ihnen schweigend zuzusehen und die Wunden zu spüren, die sie in meinen Körper hinterlassen hatten. Schließlich löste jemand eine Explosion aus, die eine schreckliche Druckwelle verursachte. Viele Menschen und auch die Metalltiere starben. Die Überlebenden zogen von dann und alles war wieder seelenruhig. Aufgrund der Wucht der Explosion durchbohrten viele scharfe Splitter meinen Körper, aber später kam aus diesen Wunden und aus meinem zerstörten Fleisch winziges Leben hervor. Ich war so überglücklich, denn sie sind wunderschön und intelligent. Da wurde mir auch klar, dass ich mehr tun kann als nur zerstören. Ich kann schönes neues Leben in diese Welt bringen. Also sprach ich zu ihnen und erzählte ihnen viele Dinge. Ich lehrte sie, wie sie sich ein Haus bauen können, damit sie gut aufwachsen können. Dann herrscht überall Freude und Lebendigkeit. Später konnten sie meine Stimme allmählich nicht mehr hören. Aber das ist in Ordnung. So wie Mutter sich einst von mir verabschiedete, müssen alle Kinder erwachsen werden und ihre Eltern verlassen. Nur das Kind, das gerne malt, spricht noch mit mir. Und es hat sogar seine Freunde mitgebracht. So habe ich dich kennengelernt. Darüber bin ich wirklich sehr froh. Du bist also Mameas Vater. Ja, richtig. Du bist aber wirklich etwas Besonderes. Als diese Situation nicht mehr zu retten war, wurde mir erst klar, wie giftig mein Blut für Menschen ist. Aber als du mit meinem Blut in Berührung kamst, wurdest du nicht nur nicht vergiftet, sondern du wurdest langsam mit dem Bewusstsein von mir und meinen Töchtern verbunden. Du konntest viele Dinge sehen und spüren. Du bist die zweite Person, die ich getroffen habe, die mein Blut nicht fürchtet. Ach, wenn es doch nur mehr Menschen wie dich gäbe. Wer ist die andere Person? Ah, ihr kennt euch also nicht, aber ich habe gesehen, wie ihr euch lebhaft ausgetauscht habt. Ich meine die Person, die mein Herz wieder zum Schlagen gebracht hat. Jakob. Vor langer, langer Zeit kamen er und jemand anderes in meinen Körper, um mein Blut zu sammeln. Nachdem er mein Blut aufgesaugt hatte, wurde er sehr energiegeladen. Damals waren meine Kinder noch nicht geboren. Ich lag lange Zeit allein hier und fühlte mich ziemlich einsam. Daher war ich sehr froh, sie zu treffen. Ich war auch sehr froh, ihm geholfen zu haben. Also dachte ich, er müsse versucht haben, mein Herz wieder in Gang zu setzen, um mir dafür zu danken, dass ich ihm mit meinem Blut geholfen habe. Aber ich fürchte, ich kann seine Freundlichkeit nicht annehmen. Daher danke ich dir, dass du ihn und mich aufgehalten hast. Warum? Nun, wenn ich wiederbelebt werden würde, würde mein Herz schlagen, mein Blut fließen und meine inneren Organe wieder zum Leben erwachen. Was würde dann mit meinen Kindern geschehen? Sie und ihre schönen kleinen Häuser würden zerstört und verschlungen werden. Das wäre eine zu schreckliche Tragödie. Ja, ich mag zwar jetzt so aussehen, aber mein wahrer Körper ist riesig und äußerst beängstigend. Am Anfang haben meine Geschwister und ich uns von unserer Mutter verabschiedet, um an der Oberfläche zu spielen. Aber ich erkannte schließlich, dass die Dinge, die mir Spaß und Freude bereiteten, für andere erschreckend waren. Da war es schon zu spät. Trauer und Bedauern füllten meine Seele. Deshalb habe ich mal mehr gebeten, mit meinem Blut ein Gemälde anzufertigen und es dir zu überreichen. Auf diese Weise hätte ich die Möglichkeit gehabt, mich persönlich bei dir zu bedanken. Danke, Matsu, dass du mein Herz zum Stillstand gebracht hast. Solange ich lebe, werde ich anderen nur Kummer bereiten. Ich wünsche mir, dass dies nie wieder geschieht. Keine Ursache? Ich habe es auch zum Überleben getan. Ah, ich verstehe. Wie auch immer. Das ist eine seltene Gelegenheit für mich. Ich war schon lange nicht mehr so klar im Kopf. Warum unterhalten wir uns nicht über andere Dinge?
Matsu, gibt es noch etwas, worüber du reden möchtest? Über deine Herkunft? Nun, meine Mutter ist der Grund, warum ich existiere. Sie ist der wunderbarste Mensch auf der Welt. Sie war es, die mir meinen Namen gegeben hat. Ein ausgesprochen schöner Name. Bevor ich geboren wurde, schwebte ich durch das dunkle Universum. Es war kalt und einsam. Ich war so unglücklich, dass ich viel geweint habe. Aber dann hörte ich die Stimme meiner Mutter. Sie wünschte sich, dass ich in eine schöne Welt hineingeboren würde. Sie wollte mir ein Leben, einen schönen Namen und einen gesunden und starken Körper schenken, damit ich frei auf der Erde wandeln kann. Sie wollte mir viele Geschwister schenken, wollte, dass ich viele Freundschaften knüpfe und dass ich die schönen Dinge jenseits des dunklen Kosmos bewundern konnte. Ich bin sehr froh, dass Mutter zu ihrem Wort stand. Alle meine älteren Geschwister sind sehr nett zu mir. Und später kamen meine jüngeren Geschwister auf die Welt, die ich so behandelte, wie meine älteren Geschwister mich behandelten. Später haben wir die unterirdische Welt verlassen. Ich konnte den Wind auf meiner Haut spüren, die Wärme der Sonne, das eiskalte und warme Wasser. Das Leben ist wunderschön. Ich bin so glücklich, diese Welt kennengelernt zu haben. Erst später habe ich festgestellt, dass ich anders als die Lebewesen auf der Erde war. Die Dinge, die mich glücklich machten und interessant waren, waren für sie furchteinflößend und sehr verletzend. Letztendlich bin ich hier hineingefallen und gestorben. Ich war traurig und froh zugleich. Ich wollte das Leben, das meine Mutter mir geschenkt hatte, in Ehren halten, aber meine Existenz bereitete den anderen Schmerzen. Also war es besser so. So wie meine Mutter mir das Leben geschenkt hatte, habe ich auch später meine Kinder auf die Welt gebracht. Darauf bin ich sehr stolz und glücklich. Matsu, gibt es noch etwas, worüber du reden möchtest? Über Jakob. Du meinst die Person von vorhin? Ich fürchte, ich weiß nicht sehr viel über ihn. Er ist anders als du. Selbst nachdem er mein Blut getrunken hat, könnte ich nicht so mit ihm reden, wie ich mit dir. Damals kam er mit jemand anderen in meinen Körper hinein, um nach meinem Blut zu suchen. Da habe ich bereits gemerkt, dass sie anders waren. In seinem Körper steckt eine Art dunkle Kraft, die Kraft des dunklen und eisigen Universums. Ah, ich verstehe. Deshalb ist mein Blut nützlich für ihn. Das freut mich. Später kam er oft, um mein Blut zu sammeln, bis es hier eine große Schlacht gab, an der so viele Menschen beteiligt waren, auch er. Danach ist er nie wieder zurückgekommen. Ich war besorgt, dass er gestorben sein könnte. Daher bin ich sehr glücklich, ihn lebendig zu sehen. Er ist nicht nur nicht gleich gestorben, sondern auch größer und stärker geworden. Gibt es noch etwas, worüber du reden möchtest? Über den Riss-Primus von vorhin. Als ich dich in der Falle sah, dachte ich, dass, wenn es so weitergeht, werde ich wiederbelebt und ihr alle werdet sterben. Meine Kräfte kehrten langsam zurück und da kam mir der Gedanke, dass ich diese Zellen nutzen könnte, um das Ding anzugreifen, das dich gefangen hält. So wärst du in der Lage, dich wieder zu bewegen. Das waren deine Zellen? Genau, sie sind in der Lage, Schadstoffe aus meinem Körper zu beseitigen und Kinder zu schützen. Aber sie sind nicht so schlau wie die Kinder. Deshalb haben sie dich angegriffen. Das tut mir sehr leid. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Matsu, gibt es noch etwas, worüber du reden möchtest? Ich muss jetzt gehen. Mamea und Paimon werden sich sonst Sorgen machen. Verstehe. Nun, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich würde liebend gerne so viel mehr mit dir reden, aber mein letztes Leben wird bald enden. Matsu, würdest du mir einen Gefallen tun? Was denn? Sag mal mehr, was sollte ich dir denn sagen? Oh ja, richte ihr bitte aus, dass ihre Gemälde wirklich sehr schön sind, dass ich sie sehr liebe und unglaublich stolz auf sie bin. Ah, eins noch. Sag ihr bitte, dass sie sich gut mit ihren Schwestern verstehen soll, denn auch sie alle lieben sie sehr. Dann zähle ich ja auf dich, Matsu. Gut, ich habe es mir gemerkt. Danke dir vielmals. Ehrlich gesagt war es toll, dich kennenzulernen. Ich hoffe, dass ich eines Tages in der Lage sein werde, frei auf dieser Welt zu wandeln, ohne Angst zu haben, anderen Schaden oder Tod zuzufügen. Kurz Ton ausgemacht. Entschuldigung. Wenn es soweit ist, werde ich dir sicher meine wahre Gestalt zeigen. Hey, Matsu, geht es dir gut? Du starrst schon die ganze Zeit auf dieses Gemälde. Im Ernst, du bist genau wie Seymour. Er hat einfach behauptet, er würde nach Daten suchen und danach hat er sich einfach überhaupt nicht mehr bewegt. Deine Gemälde sind sehr schön. Ich liebe dich sehr und bin unglaublich stolz auf dich. Was? Matsu, du... Warte, Matsu, warum sagst du auf einmal etwas, das Paimon nicht versteht? Geht es dir gut? Mir geht es gut, keine Sorge. Mal mehr, jemand hat mich gebeten, seine Worte an dich weiterzugeben. Ich verstehe, vielen Dank. Ich verstehe dich gut mit deinen Schwestern. Auch sie lieben dich alle sehr. Ich bin immer mit allen gut ausgekommen, wirklich. Aber da es Vaters Worte sind, ich verstehe. Danke dir, Matsu. Paimon hat es vorher nicht bemerkt, aber wann ist dieses Ding da drüben wieder in Stein verwandelt? Das Beben von vorhin scheint auch aufgehört zu haben. Mamea, du hattest es so eilig für uns zu malen und der Grund dafür ist... Warte, Paimon hat es kapiert. Wirklich wertvolle Gemälde nennt man doch absorbierend, oder? Du hast das also gemalt, um Matsu zu absorbieren, richtig?
Nein, das ergibt keinen Sinn. Was ist denn wirklich passiert? Das werde ich dir später genauer erklären. Zumindest scheint hier das Problem gelöst zu sein. Ha, na gut, aber das erklärst du später auch wirklich. Matsu Paimon, was haltet ihr von diesem Gemälde? Also, nehmt euch bitte die Zeit, es zu kritisieren. Ich war nicht sehr zuversichtlich. Ich hatte nicht viel Zeit und war in keiner guten Verfassung. Das hört sich an wie eine Ausrede. Es ist nicht gut, Ausreden zu suchen. Also, was meint ihr? Ich finde es noch cooler als Paimon. Es gefällt mir sehr. Welcher Teil davon gefällt dir? Paimon versteht nichts. Verstehe, ich bin froh, das zu hören. Paimon weiß nicht, was Paimon über dieses Gemälde sagen soll, außer zu sagen, dass es toll aussieht. Ha, es ist die sogenannte Taufe der Kunst. Es ist schön, dass es euch gefällt. Das freut mich. Im Gegensatz zu dir, Paimon, bin ich keine sehr gute Rednerin. Aber wenn ich mit euch Zeit verbringe, bin ich sehr glücklich. Deshalb möchte ich euch auch etwas geben, das euch glücklich macht. Vorläufiges Defragmentieren der Daten abgeschlossen. Simo bewegt sich wieder. Ich kann jetzt auch bisher unbeantwortete Fragen beantworten. Bisher unbeantwortete Fragen? Welche Fragen waren das? Die Frage nach meiner Meisterin, die Fräulein Paimon gestellt hat, sowie die Frage, wofür ich geschaffen wurde. Ich bin Prototyp 4ACV07, entwickelt von undeutliche Maschinengeräusche, um meine Meisterin Fräulein Mary Ann zu begleiten und zu beschützen. Hä? Mary Ann? Dieser Jakob hat den Namen gerade auch erwähnt, oder? Positiv. Fräulein Mary Ann ist meine Meisterin und meine oberste Direktive ist es, sie im Namen von undeutliche Maschinengeräusche zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie vor Freude strahlt. Seit mehr als 1/7 mal 10 hoch 21 des Zyklus der Zahnraduhr kann ich meine Verpflichtung wegen des fehlenden Relais-Moduls nicht erfüllen. Tatsächlich kann ich auch nicht feststellen, wo sich Fräulein Mary Ann derzeit aufhält. Das dürfte nie passieren. Meine Logikeinheit verlangt eine sofortige Reparatur. Wenn ihr nichts dagegen habt, gestattet mir, mich zu verabschieden. Mein Standard-Deduktionsmodul hat bereits den wahrscheinlichsten Ort berechnet, an dem ich Informationen sammeln kann. Ich muss dorthin gehen. Hä? Warte, Seymour, du willst gehen? Positiv. Ich danke dir für deine bisherige Fürsorge, Fräulein Mamere. Aber ich habe meine Mission, die ich erfüllen muss. Dann komme ich auch mit. Negativ. Ermittelte Gefahrenstufe hoch. Zu deiner Sicherheit muss ich deinen Vorschlag ablehnen, Fräulein Mamere. Aber ich verspreche, zurückzukehren und mich in aller Form bei dir zu bedanken, sobald ich meine Meisterin gefunden habe. Leider sind einige meiner Speichereinheiten beschädigt, sodass ich derzeit nicht den genauen Standpunkt des Narzissenkreuzvereins bestimmen kann, den ich erreichen muss. Daher wird meine Suche zwangsläufig viel Zeit in Anspruch nehmen. Dafür möchte ich mich im Voraus entschuldigen. Ich verstehe. Es gibt etwas, das du tun musst und deshalb musst du gehen. Aber du kommst doch sicher zu mir zurück, nicht wahr, Seymour? Positiv. Na gut, sei vorsichtig, Seymour. Du musst zurückkommen, denn mein Andenken, das Symbol meines Lebens, ist in dir. Brich also nicht irgendwo zusammen, wo ich dich nicht finden kann. Du hast mein Wort, Fräulein Mamere. Ich werde meine erfüllen und zu deinen Raumkoordinaten zurückkehren. Alles klar. Jedenfalls habe ich plötzlich einen Geistesblitz, also werde ich jetzt malen gehen. Vergesst nicht, zu mir zu kommen, wenn ihr fertig seid. Abgemacht. Wir werden uns für dich um Seymour kümmern. Gut, verstanden. Matsu, Paimon, Seymour, ihr bleibt alle in Sicherheit. In Ordnung? Dann gehe ich jetzt. Mamere. Also, wo gehen wir als nächstes hin? Seymour erwähnte diesen Ort namens Narzissenkreuzverein, richtig? Narzissenkreuzverein? Narzissenkreuzverein, wo ist das? Wird gesucht, Daten unzureichend, Antworten unmöglich. Mein Standard-Deduktionsmodul konnte nur diesen Namen ermitteln. Darüber hinaus besitze ich keine weiteren Informationen dazu. Wie soll dann dieser Ort gefunden werden? Wir helfen dir, Seymour. Wird berechnet. Positiv. Eure Anwesenheit wird die Erfolgschancen deutlich erhöhen. Vielen Dank für eure Hilfe. Wie auch immer, lasst uns aufbrechen. Wenn alles geklärt ist, bringe ich dich zurück zu Mamere. Okay, Fortsetzung folgt. Gibt es noch... Nee, Mameres Gemälde. Nee, es gibt jetzt erstmal keine Fortsetzung. Aber das Narzissenkreuz war ja im Grunde das, wo wir letztes Mal waren, ne? Oder? So, jetzt muss ich mir das Gemälde mal anschauen. Wo ist es denn? Das war ein Gegenstand, oder? Hier. Mameres Gemälde.
Mamers Gemälde. Werbeplakat. Was ich hier alles habe. Nach irgendeinem Schema sind sie sortiert. Ich weiß noch nicht welches. Oh, ich habe sehr viele Tiere. Da, Mamers Gemälde. Es sieht irgendwie nicht nach Matze und Paimon aus, oder? Naja, gut. Okay. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Wieder eins weniger auf der Questliste. Dann holen wir uns noch schnell die Belohnung für die tägliche Mission. Ansehensbelohnungen von Tränen, das auch noch. Ach Gott. Okay. Das können wir uns alles abholen, ja. Dann erstmal hier tägliche Belohnung. So, hier. Ad Astra. Thank you for completing. Aber sehr gerne. Ah, wir könnten noch mal ziehen. Könnten wir theoretisch tun. Na. So. Was wollte ich jetzt? Ach so, genau. Ansehensbelohnung. Ach so, für die Quest, weil wir die Quest erledigt haben. Deswegen. Ah, ja, klar, logisch. Was gibt's hier? Moin, moin zusammen. Ashoka Tano. Hallöchen. Guten Abend. So. Genau, für die Quest. Okay. Simons Geschichte. So. Die Frage ist, was machen wir jetzt noch? Ich habe noch hier den Legendenauftrag. Ich fürchte, hier, der ist noch nicht ganz vollständig. Ich fürchte nur, der dauert relativ lang. Ich glaube, das war irgendwie, genau, das war ein kompletter Zweig nochmal für sich. Nee, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Oder wir machen noch ein paar Minispiele. Ein paar Minuten. So. Dann machen wir Fotos. Ich mochte das Fotos machen. Oder wir machen das mit Pfeile schießen. Ginge auch. Guck mal, hier ist doch schon was. Body and mind. Ja, gleich mal hier die Ärzte noch mit einsammeln. Gerade hier die Jade, die brauche ich. Weil ich Baidu noch... Obwohl, Baidu habe ich jetzt schon aufgewertet, oder? Habe ich Baidu inzwischen aufgewertet auf Maximum? Ja, Tatsache. Dann brauche ich doch keine Jade mehr unbedingt. Wobei, bestimmt brauche ich noch für irgendwen Jade. Besser zu viel als zu wenig. Ugh. Mist. Wie komme ich denn jetzt da hin? Hier, okay. Okay. Aber wenigstens können wir irgendwo hochklettern. Außer wir stoßen uns in den Kopf. Das ist natürlich nicht so gut. There is no purer form of water than rain. Och nein! Wenigstens ist es nicht wie in Zelda, wo man überall runterrutscht, wenn es regnet. Mist, da komme ich gar nicht hoch. Och, Menno. Ja, das ist hier der Teleport zur Okeanida. Das bringt mir gar nichts. Vielleicht lieber den nehmen. Überlege auch gerade auf, welchen Legendenauftrag ich jetzt mache. Ganyu, Ayato, Alhaven, Yoimiya oder Lini, Neuvillette. Willi. Ich nenne ihn Willi, ich kann den Namen einfach nicht aussprechen. Ja, ist echt, das stapelt sich einfach. Man kommt gar nicht mehr dazu, die alle zu machen. Und das Schlimmste ist ja, manchmal braucht man die für irgendwelche Events als Grundvoraussetzung und
Aber vielleicht beim nächsten Mal können wir vielleicht mal einen abfrühstücken. Mal gucken. Wir haben jetzt doch schon ein paar Weltenaufträge hier wieder erledigt. In Fontaine. So. Welches? Das hier wird sein, das erste. Genau, weil ich sehe hier den Turm. Zack. Und bist du der Baum? Ja, du bist der Baum. Tada! Ganz einfach. Ganius braucht man, damit man Jelans machen kann. Keine Ahnung. Kann sein, dass die auch aufeinander aufbauen. Die habe ich ja, glaube ich, schon alle durch. Ja. Aber es ist genug inzwischen wieder. Ich muss dringend mal wieder welche machen. Aber die brauchen ja auch jeweils fast den ganzen Abend. Das ist echt übel. Ist nicht so, dass man vielleicht mal 2, 3 hintereinander machen könnte. Also könnte man schon, dann wird es halt nur sehr spät. Und diese Weltenaufträge dauern halt auch ewig lang. Und die muss man halt machen, damit man überhaupt mal weiterkommt in den Gebieten, wenn man gerade alles sammeln will und so. So, wo ist der Fotospot? Ich sehe ihn noch nicht. Jetzt müsste ich auf richtiger Höhe sein. Ach, da. Okay. So, was haben wir denn hier? Welcher könnte es sein? Dann wahrscheinlich eher das hier wegen der Wasserfälle. So, da ist der Baum. Ah. Zack. Brauche ich hier eine Treppe? Ist es die hier? Oder? Nee, hier hinten die. Da. Genau. So, und jetzt hier nach rechts. Da ist doch noch eine Treppe. Na? Jawohl. Hier steht, vorausgehender Auftrag muss abgeschlossen werden. Ganyu. Ja, kann sein. Ich weiß es halt nicht mehr auswendig. Ich habe die schon abgeschlossen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass das so war. Vielleicht habe ich die auch schon abgeschlossen, bevor der nächste kam. Das kann natürlich auch sein. So. Waren das schon alle? Nee, das waren doch jetzt erst 2. Wo ist denn der dritte? Ja. Da. Sind hier rüber? Gut. Hä? Guten Tag. A touch of frost. Hey! Submit for judgment. Finally done. Endlich fertig, ja. Du hättest mich gar nicht angreifen müssen. Wäre alles gut gewesen. So, wo ist es denn? Was kriegt ihr denn hier rum? Nee, nicht schon wieder so ein blödes Wildschwein. Forth, my blade. Rain cutter, no my sword. Rain Du outlines blödes Schwein! Boba, get them! So, dann bleibt ja noch eins. Das hier. So, einmal die Bergspitze. Reicht das nicht? So. Emilia Carcassius Auratus, zweiter Akt ist doch der, wo sie zu Besuch in Sumeru ist und so weiter. Ja?
Ist Joey Mia? Ey. ich hab schon nicht mehr alles im Kopf. Da kommt so viel zusammen in all den Jahren. So, welcher Baum ist das hier? Wo haben wir hier noch so einen Baum? Hier ist noch ein Baum. Ach, nicht Baum. Das ist hier das Restaurant. So. So. Nice. Und das ist erst in 5 Stunden verfügbar. Okay. Okay. Ich erinnere mich an nichts. Ist übel. So, 100-Schritt-Wurf. Da gibt es auch noch 2 Level, die man machen könnte. Oh, ich habe noch keine Lust darauf, ganz ehrlich. Ja, ein bisschen Festlichkeit wäre vielleicht noch nicht verkehrt. Dann lass uns das doch machen. Besser als die Kämpfe. Wobei, da sind wenigstens nicht so viele davon. Ach komm, bring was hinter uns. Warum müssen auch immer überall diese doofen Kämpfe dabei sein? Ich mag die Rätsel-Minispiele viel lieber. So. So, lass es uns ausprobieren. Komm, einmal prügeln. Übliche Gruppe. Cool. Einfach draufhämmern. Wird schon passen. Swift and merciful, from whence you came. You're toast! Witness the power of Gugwa. Know my sword. Wings of darkness, come, sever night from day. Submit for judgment. Into the fire. Wenn ich schon das Geräusch höre hier. Midnight Phantasmagoria. Rain cutter. Rain outlines your fate. A touch of frost. Nice and spicy. Bang! Sehr gut. From whence you came. Shadow Raven, let night fall. Witness the power of Gugwa. Spirit Blade. Attack. Swift. Oh Gott, oh Gott. By royal decree. Na komm schon, bang! Sehr gut. You're toast. Boba, get them. Ah? Au! Submit for judgment. Rain cutter. Know my sword. Out the frying pan, into the fire. A touch of frost. From whence you came. Let me weave you a verse. Rain outlines your... As you wish, main Fräulein. Boba, get them. Okay. War das gut? War das gut? Okay, war gut. War ausreichend. Aber gerade so 2000 Punkte. Ach, hier fehlen sogar noch. Hier fehlt es ja sogar noch. Ach Gott, das muss ich normal machen? Echt? Meh. I can't decide whether pyro slimes taste better with salt. Meh.
Da, guck mal, da haben wir aber jetzt schon mal nochmal Festlichkeit. Sehr gut. Dann können wir nochmal die Waffe da verstärken. Wie ist sie denn da? Verfeinerung, Material, zack. Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. So. Komm, machen wir den nächsten auch noch. War gerade schon ziemlich eng, ne? Dann haben wir da schon mal einiges zusammen. War schon echt eng. Naja. Submit for judgment. Wings of darkness, come. In support. Hey, I'm the frying pan. It's Witness the power of Gua. From whence you came. Boba, get them. Midnight Phantasmagoria. Was brüllt da? Wo ist da? Oh Gott. Au! Oh, goodness gracious. Rain cutter. Rain outlines your fate. Submit for judgment. You're toast. Nice and spicy. Shadow Raven, let night fall. Wo sind sie hin? No rest for the wicked. Let me weave you a verse. From whence you came. Body and know my sword. Submit for judgment. Witness the power of Gua. Midnight Phantasmagoria. Spirit blade. Attack. Forth my blade. Boba, get them. I summon thee. To Oz, reveal thyself. Let me weave you a verse. From whence you came. A touch of frost. Ah, da brüllt schon wieder. Rain outlines your fate. Know my sword. Eat this. Submit for judgment. Witness the power of Gua. As you wish, mein Fräulein. Hey. Ha. Na, knapp zu wenig? Knapp zu wenig, oder? War auch wieder mit 2000. Ja. Ja. Naja. Gibt's aber kein Urgestein mehr für, von daher ist nicht so tragisch. Höchstens, ja gut, wir brauchen die Festlichkeit für Ikone. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt gibt. Müssen wir mal gucken. Jetzt reicht es erstmal nicht. Ach komm, dann machen wir noch ein bisschen Pfeile werfen. Und dann ist es auch langsam gut, würde ich sagen. Warst du das? Nee. Wer war's denn? Ja. Gut. Die Knallkanne ist eine spezielle Kanne entworfen vom Veranstalter. Triff sie und erhalte 20 Punkte. Diese Knallkanne explodiert bei einem Treffer und zerstört dabei alle Kannen in einem bestimmten Bereich. Auf diese Weise zerstörte Kannen werden ebenfalls zu deinen Punkten gezählt. Die behende Kanne ist eine spezielle Kanne, entworfen vom Veranstalter. Sie bewegt sich zwischen zwei Positionen hin und her und beschert dir bei einem Treffer 60 Punkte.
Die Blockade blockiert geworfene Pfeile mit einer bestimmten Anzahl an Treffern, lässt sie sich aber zerstören. Naja, gut. Mist. Hui. Ui. Mann. Ah. Ha. Voll gut. Ich weiß immer noch nicht so recht, wie diese Ringe funktionieren. Ach, Mist. Ha! Ach, du Schande. Na? Okay, neuer Rekord. War das gut? Scheint gut gewesen zu sein. Okay. Dann machen wir das dritte auch noch. So, das hier. Einzelspieler, zack. Die Kanne Nimmersatt ist eine spezielle Kanne, entworfen vom Veranstalter. Sie bewegt sich ununterbrochen hin und her, wobei sie andere Kannen, die sie berührt, einfach verschluckt. Kannen, die sie verschluckt hat, bringen dir allerdings keine Punkte. Du musst sie mehrmals hintereinander treffen, um sie zu zerstören, wobei 3 Treffer hintereinander sie ein wenig schrumpfen lassen. Jeder Treffer beschert dir 5 Punkte und jedes Mal, wenn die Kanne Nimmersatt kleiner wird, 20 Punkte. Zerstöre sie und du erhältst schließlich 100 Punkte. Das auch noch. Böse Kanne also. Böse Kanne. Aha. War ja gar nicht so schwer. War ja gar nicht so schwer. Okay, damit haben wir doch schon einiges an Poesie hier gesammelt. Festlichkeit. Von mir aus auch Festlichkeit. So, nice, nice. So, einiges wird noch freigeschaltet. Hier haben wir jetzt noch Saisonauftrag. 800 Punkte. Oh, nice. Gleich 2 Stufen weiter. Okay. Cool. Cool, cool. Noch schnell das Buch verstärken. Sehr gut.
Okay. Dann haben wir das abgeschlossen bis zum Ende. Die Kämpfe haben wir im Grunde auch fertig gemacht. Ja gut, da fehlen halt jeweils 20 Festlichkeit. Ob wir die unbedingt brauchen, ist dann die Frage. Ob sich das lohnt, jetzt nochmal die Kämpfe zu machen. Ich habe nicht wirklich Lust drauf. Und hier gibt es ja auch noch relativ viel Festlichkeit, schätze ich mal. Da gibt es jedes Mal 100, 120... 2 mal 120, also 240 noch oben drauf. Okay. 90, 1109. Ja, dann müssen wir die Kämpfe gar nicht machen, oder? Doch, einen müssen wir, glaube ich, noch schaffen. Obwohl, nee, für das hier gibt's ja, hier kommen ja auch noch 2 dazu, also die Festlichkeit kriegen wir locker zusammen. Okay. Das passt. Dann muss ich nämlich das hier nicht noch extra machen. Da habe ich nämlich jetzt keine Lust, die noch mal zu versuchen, die 2000 Punkte zu kriegen. Ich meine, da war ich schon knapp dran, 1952 Punkte. Hier war ich auch knapp dran. Ja. Ja. Aber muss ich nicht unbedingt machen. Finde ich nicht so spannend. Gut. Sonst noch was? Probelauf haben wir noch nicht gemacht. Können wir aber noch ein anderes Mal machen. Ja, und ich würde sagen, nochmal ziehen machen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, ich würde sagen, es reicht für heute. Wir haben gut was geschafft. Wir haben den Weltenauftrag fertig gemacht. Gut, ich habe hier immer noch eine sehr lange Liste, aber die werden wir jetzt peu à peu hoffentlich abfrühstücken. Was auch immer das hier ist. Unvollendete Komödie. Du bist nach Formeropide gekommen. Das ist, ach so, das ist wahrscheinlich so ein Abschluss nochmal. Bevorzugung dieser nimmt Ressourcen anderer Aufträge in Anspruch und unterbricht sie vorübergehend. Aktuellen Auftrag fortsetzen. Die Spuren der Vergangenheit bleiben. Wiedergeburt im Land der Beschwerten. Das sind beides Legendenaufträge. Die Spuren der Wiedergeburt im Land. Das sind dann hier wahrscheinlich, ne? Weiß ich halt nicht, wie die heißen. Aber wahrscheinlich blockieren wir davon hier die Legendenaufträge. Naja, gut. Ist ja auch nicht so tragisch erstmal. Ich würde sagen, es reicht für heute. So, meine Lieben, nächster Stream. Anders als sonst. Mal wieder am Freitag, 19:30 Uhr. Und das auch nur bis zu einer festen Uhrzeit. Also spätestens 10 Uhr mache ich dann Schluss. Aber das sollte ja reichen. Und da spielen wir wieder mal Hollow Knight und versuchen weiter Trophäen zu sammeln. Ich hoffe, dass ich da halbwegs fit sein werde, weil ich habe mal wieder eine relativ anstrengende Woche vor mir. Aber da schauen wir einfach mal, wie ich drauf bin und welche Herausforderungen ich mir da suche. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Ach so, ja genau. Zeitplan, wisst ihr, wird hier gepflegt oder in meinem Discord-Channel ist in der Info verlinkt. Da poste ich das auch. Und, ach Gott, jetzt Rated Magic Melody. Jetzt, wo ich gerade Schluss machen will. Hallo, ihr Lieben. Ich wollte gerade das Ganze beenden. Hast du einen schönen Stream gehabt? Oh nein! Oh nein! Hast du wenigstens einen schönen Stream gehabt? Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Und dann kann ich noch für mich Werbung hier dalassen. Genau, Discord-Channel und YouTube-Kanal findet ihr in der Info und Zeitplan wird gepflegt. Und nochmal für euch danke für den Follow, Dankeschön. Am Freitag, 19:30 Uhr, spielen wir Hollow Knight. Gehen wir auf Trophäenjagd. Und Genshin Impact gibt es dann nächste Woche wieder. Schaut einfach in meinem Discord-Channel oder hier in den Zeitplan, wann es dann wieder soweit ist. So, ihr Lieben, auch wenn es mit dem Raid jetzt sehr pünktlich war, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, schlaft gut, wacht erholt auf, habt einen ganz tollen Tag morgen und wir sehen uns, wenn ihr mögt, dann am Freitag wieder und wenn hier schon der Raid nicht geklappt hat, vielleicht kann ich euch einfach weiter raiden und wir schauen uns jetzt süße kleine Otter an, wenn der Stream überhaupt online ist. Ich guck mal. Doch, der ist immer online. Wir gehen jetzt Otter gucken. Okay? Dann gute Nacht, ihr Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und jetzt beginnen wir. Ab dafür. Ciao, ciao.